So, Leute. Hello. Maris back. Und der Titel lässt schon einiges vermuten. Ich habe sehr viel vor, mal wieder, ist ja klar. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich möchte Ominous Bottles farmen. Was mache ich jetzt hier? In der Nähe einer Ancient City, zumindest hoffe ich, dass der Ancient City ist. Wir haben jetzt zumindest ein Deep Dark. Ja. Ich brauche was Bestimmtes. Und eigentlich habe ich es hiermit eigentlich schon gefunden. Oh lol, hallo Lapis. Das sind wir natürlich auch noch mit. Ich möchte diese... Warte, kann ich die... Ja okay, ich kann das abbauen. Ich möchte diese Skalk-Sensoren abbauen. Für... ein bisschen... Redstone-Kram. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weil sonst kann ich was ganz Bestimmtes nicht bauen. Okay, also. Ich war auf diesem Server noch nie in einer Ancient City. Wäre auch sehr cool, wenn wir auch nie finden. Und nebenbei von mir aus wirklich sehr, sehr gern einige Diamanten abfarmen. Okay, da drüben müssen wir aufpassen. Da kann ein Warden spawnen. Zur Erklärung. Diese Skalk-Sensoren, die erfassen Vibrationen. Ja, und dadurch, dass wir gehen, hören die uns im Prinzip so. Und die können dann diese Dinge hier aktivieren und daraus spawnt ein Warden, der ist sehr böse. Und wenn es blöd läuft, der One-hittet die einfach. Egal welche Rüstung, der durchbricht die Scheiße. Hier ist Emerald. Nett. Okay, das sind Dias. Ich hab jetzt kurz gedacht, das ist ein Deep Slate Emerald Ore. Weil die sind so selten. Ja, hey. So mal Spawner oder was? Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, wenn hier aber Dias sind, weil wir sind nur sehr... Ja, vielleicht nicht sehr, aber wir sind doch schon noch im unteren Bereich angesiedelt. Was? Ja, wir sind sehr broke, okay? Wir haben ja nix. Wir haben wirklich gar nichts. Oh lol, ich habe ganz vergessen, dass ich den Wassereimer ja weg hab. Wenn ich mir gedacht habe, den brauche ich ja nimmer. Oh, unsichtbare Spinne. Boah, ich finde das sehr cool, wenn die Spinneneffekte haben. Okay. Hier drüben müssen wir wieder... Warte, stimmt, die dürfen jetzt zu nah daran ran. Aber keine City bisher. Boah, schaut das geil aus. Wow. Alter, das schaut richtig geil aus. Was ist denn das für ein scheiß Mineshaft eigentlich? Also, vom Prinzip her macht es null Sinn. Wir wollen ja die Erze rausholen, aber in der Luft sind ja keine Erze. Wahnsinn. Ja, schaut cool aus. Aber ich brauche halt eine Ancient City, ne? Gut. Oder was heißt, ich brauche sie nicht. Aber die wäre schon unfassbar cool. Und ich baue mir eine Hoe. Und zwar direkt aus den Dias. Ganz, ganz wichtig. Denn mit der Hoe kann man alles schnell wieder abbauen hier. Unter anderem den Scheiß. So. Und schon haben wir es entschärft. Das wäre jetzt die Priorität sein.
Boah, ey, aber in der Ancient City kannst du so geil, oder zumindest in einem Deep Dark sogar, kannst du so geil Dias farmen. Das ist ja eine Riesenhöhle. Ah ja. Der muss weg. Und darunter sind Dias. Oh. Wir sind jetzt schon viel reicher rausgegangen. Ja, Gold. Tja, bauen wir uns unsere Farm, wenn wir Gold wollen. Wir wollen Dias. Hier unten schon wieder. Ja, er fragt sich jetzt sicher, hey Mara, wie hast denn du die Deep Dark gefunden? Ganz leicht. Gehen wir kurz auf die Map. Ihr seht hier, Snowy Slopes, Frozen Peaks. Hohe Berge sind allgemein dafür bekannt, dass da drunter gern mal eine Ancient City ist, beziehungsweise ein Deep Dark. Ancient City schaut jetzt leider hier nicht so aus. Oh, wait. Okay. Warte mal, was ist denn das hier nur für ein Block? Das war kein gutes Geräusch. Das ist genau das Geräusch, das wir nicht wollen. Da ist uns spawnt ein Warden. Oh oh. Der Darkness-Effekt kommt über uns, das ist nie ein gutes Zeichen. Das sind hier Sensoren. Bro. Du kommst weg. Ja, und jetzt wäre mir das tatsächlich ein bisschen zu Verhängnis. Auch schon wieder. Dass ich leider mein Hau noch nicht verzaubert habe. Weil dann könnten wir die Dinger viel schneller abbauen. Und dann könnten wir, sogar wenn es ist, 2 gleichzeitig wegbauen. Oder was ist gleichzeitig? 2 nebeneinander direkt wegbauen. Und dann kann ich schnell weglaufen vom Board. Alter, da sind so fett Dias. Ich muss wieder hoch. Da muss ich noch hoch. Okay, eigentlich, ich sag zwar, es ist nicht so schlimm, wenn wir hier keine Ancient City haben, aber eigentlich dann irgendwie doch. Weil ich denke mir, wir können so viel geilen Scheiß rausholen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand auf dem Server bereits das Silent Armor Trim hat. Das ist halt sehr selten und ich glaube sogar fast das seltenste. Sehr geringe Chance, in einer Kiste in einer Ancient City zu spawnen. Und das bedeutet eben ganz klar, wir wollen es haben. Jetzt nur die Frage, ob ich es dann auf meine Rüstung klatsche. Ich meine, es ist das Armor Trim, ja, Deutschland. Es ist das Armor Trim, bei dem am meisten Farbe mit dem Spiel ist. Was natürlich wieder sehr attraktiv macht, ja. Aber es ist dann doch cool, wenn du mal irgendwie andere Motive siehst und andere Formen. So, ich muss mir merken, dass ich Korn Wassereimer hier habe. Aber das Ding ist, wir sind in einem Deep Dark Biom, aber wir sind noch gar nicht so deep. So heißt, es kann eigentlich nur free dir vergehen. So wie hier.
Irgendwie gibt es noch nicht so ganz auf mit einer Ancient City. Eben weil wir noch nicht so tief sind. Hier sind überall Sackgassen, also es geht nicht weiter runter. Das sind auch nochmal so wie dir. What? Ja, dann im Miranda. Hinten, nochmal Tiers. Genau das ist der Punkt, den ich wonder, Alter. Dias, Dias, Dias. Und wir brauchen sowieso die Dias, um überhaupt uns auf Netherite abzugraden, ne? Wir müssen das Template immer duplizieren und dafür brauchst du immer 7 Diamanten. Finde ich ja sehr gut, dass das so teuer ist. Deswegen ist es schon die richtige Reihenfolge jetzt. Oh. Das sind dann nochmal Dias. War richtig gemein getan. Ah ja. Schau mal. Das ist mir zu riskant. Dafür werde ich zu wenig gezahlt. Zu wenig bezahlt. Oh Mann. Wortfindungsstörung. Habe ich aber heute seit in der Früh. So, war jetzt. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter nach oben. Weil da hat es irgendwo so eine Abzweigung gegeben. Wo bin ich denn hergekommen? Das seid ihr jetzt gern wissen. Wo bin ich hergekommen? Ja, das schmeißt mir das Eisen weg. Wo bin ich hergekommen? Von hier, oder? Ja, von hier bin ich hergekommen. Okay. Okay, wieder zurück. Ja. Genau, von hier. Von hier bin ich hier mal. Genau, hier wollt ihr nur runter. Never mind, das ist eine Ancient City. Das ist geil. Ich bin nur direkt falsch abgebogen und schon geht's los. Ich glaube, ich bin distracted worden von diesem On a Mineshaft. Aber hier ist sie, die Ancient City. Und jetzt geht's nochmal los, denn die Frage ist immer noch, ob die, beziehungsweise ob jemand anderes hier schon war und die gelootet hat. Oh nein. Kommt der Warden? Ah, nochmal alles gut, okay. Wir werden den Warden öfters sehen. Das könnt ihr auf jeden Fall schon mal sagen. Ich finde das auch ganz krass, dass das eigentlich so ein bisschen
und die Speed aus dem Gameplay rausnimmt. Du musst hier echt ein bisschen aufpassen. Du kommst einfach nicht drum rum. Außer du sprintest irgendwie durch und bist halt der Über-G. Aber so genau kenne ich mich da jetzt leider nicht aus. Dios. Wir haben schon fast einen Stack. Jetzt waren wir noch nicht mehr in der Ancient City. Also noch nicht richtig. Oh mein Dios. Das ist so geil. Ich glaube, danach haben wir eher weniger Probleme. Naja, die tarnen sich aber ganz gewieft. Okay. Boah, Swift Sneak. Danach möchtest du nur noch Swift Sneak haben auf jeden Fall. Das wäre jetzt wirklich geil, wenn wir wieder Swift Sneak 3 rauslooten. Weil die brauchen wir auf unserer Hose. Und dann ist die Jahre komplett. Ah, das ist natürlich wieder arschig. Naja, was soll's. Der wird aktiviert. Der wird doch nicht aktiviert. Yes. Also ich bin gerade so happy. Ich war hier so am Vorbereiten. Habe hier einige Schalkerkisten vorbereitet mit Stuff für die Farm. Für die Farm. Multiple. Tatsächlich. Okay, bitte sei nur Looter. Ah, das sind wieder zwei. Ist das ekelhaft. Was ist arschig, ey. Ja, fuck, Alter. Jetzt muss ich die abbauen und dann muss ich weglaufen. Und weg. Ist he spawning? Wait, der ist schon wieder nicht da. Er ist schon wieder nicht gespawnt. Wahrscheinlich, weil ich es einen Opbaut habe, oder? Oh mein Gott, da hinten. Ah, oh, so arschig. Hinterhältig. Wahnsinn. Jetzt können wir wieder nicht hoch, oder? Doch, okay. Alles entschärfen. Okay. Erste Kiste. Funktioniert. Findet die fast perfekte Hacke. What? Hey, genau so eine Mächti. Silk Touch, FE5, Unbreaking 3, nur noch Mending drauf. What? Die Bücher nehme ich mit. Und die Disc tatsächlich auch. Ich glaube, ich packe noch mal ein bisschen was in die Schaltkisten. Welche war das jetzt? Die. Ja, genau die. So, du kommst hier rein. Dann bist du vollständig. Und bei dir schmeiße ich dann noch ein bisschen was rein, wie zum Beispiel die Disc. So. Und damit ihr eindeutig weiß, dass ich hier schon war. Machen wir hier zu. Dann looten wir nichts doppelt. Und jetzt craften wir nur Blöcke draus, damit wir nur 2 Slots im Prinzip brauchen. Und das mache ich gleich mit sämtlichen Items. Weil wir werden das brauchen. Ganz definitiv. Ich möchte nur mehrere Lapis, ich möchte nur mehrere Redstone, ich möchte mehrere Dias. Ganz klarer Fall. Okay. Hacke plus. Haben wir schon mal drin.
oben ist auch noch eine Kiste, das ist geil. Quasi free. Warte, was ist das für ein Block? Okay, warte, das sind so Chisel Deep Slate Shit Sachen. Oh, warum ist die Kiste hier so aufgereiht? Das schaut nicht gut aus. Flame. War hier doch schon jemand? Weil das schaut ein bisschen danach aus. Aber warum hat er die andere Kiste dann nicht mitgenommen? Ach, vielleicht ja doch, aber nur... Oh nein. Also wir kämpfen uns jetzt immer so nach innen vor. Wir machen quasi so einen kompletten Ring. Einmal rundum. Und gehen wir immer weiter rein und looten damit so als ob. Boah, das geht so schnell abzubauen. Wir können die Dinge jetzt sogar mitnehmen. Boah, macht das Sinn? Warte mal. Ja, ich war zu nah da. Ich war zu nah. Der spawnt jetzt. Ja, der spawnt. Er ist da. Die Freecam kurz gelegt. So, wo bist du? Da ist er. Der hat keine Augen, der kann uns erschnüffeln. Und dann aus seinem Herz raus uns wegböllern und aus dem Leben zünden mit seinem Sonic Beam. Und der durchschießt eben Rüstung. Deswegen ist er so gefürchtet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nie durch den gestorben. Also... Ich komme ganz gut klar mit der Taktik, die ich hier immer fahre. Von dem her mache ich mir weniger Sorgen. So, jetzt ist sie wieder weg. Hört man im Hintergrund leicht. Oh, hier ist nichts. Okay. Ah ja, und übrigens. Hier. Bam. Komma. Als einem der... Nein, das ist der einzige Spot, an dem er so Köpfe kriegt. Skeleton Skulls. Jetzt muss man die immer mit einem Channeling... Nein, da war doch wer, oder? Da war wer! Oh wait, die brauche ich ja. Ha! Perfekt. Ja, also normalerweise muss man die Köpfe mit Channeling kriegen. Aber ja. Jetzt bin ich traurig. So dass die Wert hier Core Swifts nicht finden. Außer die haben hier Kisten vergessen. Wir werden hier die DSA abgelootet sein. Wir waren anscheinend nicht so vorsichtig wie ich. Other Side von Lena Rain. Und die Echo Shots. Oh, die sind auch cool. Ja. Nimm ich mit. Zack. Ja, und die Echo Shots. Für den Recovery Compass. Der ist dafür da, dass man wieder an seinen letzten Todesort findet. Ist das schon wieder gemein platziert? So. Tschüssi. Der Darkness-Effekt ist halt nervig.
Man kann da rumfliegen und einfach links und rechts weglooten, wieder wegfliegen. Er riecht uns. Oh. Er kommt tatsächlich in die Richtung. Oh oh. Wir spawnen jetzt einfach. Ach, scheiße. Wir machen jetzt einen YOLO-Move. Swift Sieg 1. Jetzt. Okay, Swift Sneak 1. Dann haben wir doch noch mal ein bisschen Swift Sneak. Da drüben gibt's Wolle. Weil mit Wolle kann man die Vibrationen reduzieren, aber tatsächlich. Was sind die jetzt? Tatsächlich funktioniert es nicht so gut, wenn man jetzt versucht, damit die Vibration zu blocken gegen das Spawnen der Warden. Weil das Platzieren allein schon eine Vibration auslöst und dementsprechend halt irgendwie doch useless ist. Kann man es ja gleich abbauen, den Scheiß. Joa. Die ist im Boden. Hoppla. So, irgendwas gibt's hier drin. Ah, nochmal eine Kiste. Okay. Okay. Suspicious Stew und Eis. Lecker schmecke Eis. Alles mögliche, das ja Free Sound macht. So, jetzt schauen wir mal kurz hier rüber. Da war doch der Warden, der uns gerochen hat. Haben wir hier nur irgendwo so einen Scheiß zum Spawnen des Wardens? Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Scheiß war. Shrieker? Skulk Shrieker. Wait, hier war doch noch niemand, oder? Das vorher hat die ganze Zeit noch ausgeschaut. Aber hier war vielleicht keiner. Bücher, scheiße, Mann. Dias. Mann, ich weiß jetzt nicht, ob hier schon wer war oder nicht. Andererseits, ja, vielleicht hat er gesagt, ja, Swift Sneak 1, so in Schmarrn. Aber ganz ehrlich, ist eben kein Schmarrn. Du brauchst so wenig auf der Hose. Die Scheiße, die kannst du dir locker erlauben, dass du kombinierst. Ich meine, schau, das ist die Hose, du brauchst nur Swift Sneak 3, das war's. Okay, also ist hier drüben noch was. Wait. Der ist ja nur da! Der Bro. Okay, leg mich am Arsch, ich loote. Kopf. Ich hab hinten im Eck noch Dias gesehen. Oh ja. Da oben ist noch mehr einer. Ja, super. Aber die sind jetzt irgendwie dann doch nicht so wichtig, wenn der Warden steht. Der müsste 3 Jahre gleich wieder despawnen.
Stimmt, Redstone, Rotstein müssen wir mitnehmen. Außer wir bauen uns so auf Farm. Was actually auch wieder nicht so schwer ist. Du brauchst nur ein Hexenhaus. Hexenhaus, Hexenhaus. Ja, da guckt die Hexe raus. Hexe. Selber Hexe. Oh ja. Dia, Mashallah. So, was gibt's hier in dieser Kiste? Unbreaking. Naja. Die Cats haben wir ja mittlerweile, gell? Das war die grüne. Okay, mit ganz kurz. Diese beiden Hacken habe ich in dieser Ancient City gefunden. Du kombinierst die einfach und die ist vollständig. Und das mache ich auch. Nutze jetzt direkt die Mending-Hacke und den nehmen wir mit, den durch die Spade einfach zusammenführen. Zusammenführen. Ach stimmt, ich habe hier wieder keinen Wassereimer. Jedes Mal Hotkey drauf. Oh, komm, scheiß mal auf Tough. Wobei Tough, na, vielleicht möchte ich mal was bauen mit Tough. Tough ist, glaube ich, irgendwie ganz cool. Das ist ja voll geil eigentlich. Ich habe das noch nie so gesehen. A Ancient City, das aber nicht im Deep Dark ist. Mann, ey, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mir hier für Mod gezogen habe, dass mein F3 so scheiße ausschaut. Oh, jetzt weiß ich nicht, wo das Biom steht. Na toll, dann muss ich eben so machen. Hier. Plains, River. Ja, scheiße. Jetzt sagt es nicht im Untergrund. Bücher. 13er Disk. Haben wir schon. Oh. Ja, das wird jetzt nicht. Ja, freundliche Dame spricht wieder mit mir und ich habe keine Ahnung, was sie möchte. Ach komm! Das war doch ewig weit weg! Wahnsinn. Gleich scheppert's. Sorry, ich muss hier durch. Genau, hier können wir auch nochmal was looten. Also ist genau der Warden da zwischen zwei Kisten, oder? Natürlich. Scheibendreck. Ah, aber das sind nur 3 Shrieker. Ah, da oben. Da oben ist eine Kiste. Dann gehen wir nur zuerst da hoch. Oder auch nicht. Der spawnt mir doch direkt wieder an. Ach Leute. Was ist wieder mit Wolle-Stack? Was dann? Aha! Hab ich's doch gewusst. Der haben wir doch direkt wieder verarscht. So. Und weg damit.
Boah, was ist... Boah, Moment mal. Was ist denn jetzt geiler eigentlich? Eigentlich ist Fortune auf der Hacke geiler. Für Saplings. Dann schmeiße ich die andere wieder weg. Ja, true eigentlich. So dumm sich so her dabei, ja. Das ist ja verdammt gut die Hacke, aber ich brauch sie so nicht. Ich wollte eigentlich Fortune. Naja. Boah. Bauen wir mal da ganz knapp ran. Okay. Task successfully. Oh. Yes. Oh mein Gott. Alter Vater. Das hat sich ja so krass gelohnt schon wieder. Ich fühle mich gerade so lucky. Wait, die habe ich gelootet, aber ich habe keinen Klotz drüber gebaut. Naja, jetzt fliegen wir erstmal hier rüber. So. Alter, Swift Sneak 3. Das ist genau das, was ich braucht habe. Ups. Dann war hier doch noch niemand. Also wenn ich jetzt noch... Was kann man sagen? Aha. Wenn ich jetzt noch dieses Silent Armor Trim finde, dann habe ich wirklich alles aus dieser Ancient City. Oh, tschüssi. Natürlich, man kann jetzt sagen, ja, nur vielleicht OP-Goldäpfel oder sowas. Ja, okay. Aber die gibt's auch woanders. Stimmt, woher habe ich eigentlich meinen? Wo war denn der? Egal. Erstmal drauf ein Stück, Leute, weil Swift Sneak 3. Fuck yeah, wir können die Hose fertig machen. Wir brauchen nur noch einmal Soulspeed 2 oder direkt Soulspeed 3. Und dann sind die Schuhe auch fertig. Oh yeah. Und Prot 4 noch, hoppla. Ach, das bockt sich so, wenn die Scheiße ausgemaxt wird. Ganz ehrlich, ich hoffe jetzt schon, dass die noch irgendwas daraus bauen. Hier ist... Also... mehr Hintergrund hinter diese Ancient City. Dass man hier noch mehr machen kann. Dass der Warden irgendwie noch so einen größeren Sinn kriegt. Oh, Swift Sneak 3. Ah ja. Da versteckt sich mal wieder einer. Aber weißt du was? Nicht mit mir. Aha. Nummer ist 51. Alter. Oh, die Disc. Die scheiß Disc. Die gibt's ja auch noch.
Okay, dann möchte ich vielleicht Isk. So, Swifting 1, das und diese Fragments. Schmeckt total. Drei Bücher. Was können die Bücher? Okay, erstmal, was kann die Hose? Großen Bullshit kann die Hose. Strider 1. Piercing 2. Swift Sneak 1. Wow. Noch einmal Swift Sneak 1 und wir haben nochmal Swift Sneak 3. Kombinatorik. Geilo. Das wird aber potenziell jemanden freuen. Ja, für einen Stack Dias. Freundschaftsrabatt und so. Nein, der Schmarrn. Mich bezahlt man in anderen Diensten. Eine Gegendienstleistung oder so. Das gefällt mir nicht. Der wird doch nur aktiviert. Ja, dann geh eben erst wieder nach oben. Ach ja. Wie süß. So, jetzt schauen wir mal kurz. Was haben wir denn noch? Hier, hier, oh. Ja, okay, dann laufe ich einfach Ray, loote und laufe wieder raus. Boah, dann geht's aber hier drüben noch. Fährt weiter? Wait. Na, hier war ich. Hier war der Anfang. Circa. Ja, ich glaube, wir haben es dann. Und außerdem, ganz ehrlich, ich habe alles, was ich wollte. Die 2 Kisten noch und dann bin ich ein happy Typ. Wir haben einiges an Dias nur zusätzlich rausgeholt. Vielleicht gehe ich irgendwann nur mal auf so eine Dia-Farm-Aktion. Ich gehe nur schnell hier hoch. Okay, das war jetzt frech. Die Dias hole ich mir nicht. Das war sonst eher Cheaten. Quasi. Also wirklich. Frech. Einfach frech. Der kommt weg. Da ums Eck ist nix. Und hier drin auch nicht. Sind wir hier sicher? Oh, Nametags. Nametags sind cool, weil ich brauche die immer wieder und hab die irgendwie nie. Oh, Channeling. Nochmal Swift Sneak 2. Alter, wie viel wie viel Taylor Swift haben wir denn hier? Alter, ich Swift mich gleich an. Oh, wait, der ist in der Nähe. Der chillt hier neben mir. Nimmt so ein... oh mein... Alter, den habe ich jetzt überhaupt nicht bemerkt. Diesen Schuss. Der war ja so leise. Okay, cool. Ich habe das erste Mal einen Schuss kassiert. Einen Sonic Beam vom Warden.
Du aggressives Stück Scheiße. Dude! Das war mal halblang hier. Halbwegs jetzt. Ja. Ja, aber habe ich zu viel gesprochen. Wir werden den Warden oft sehen. Gut, ändert nichts daran, dass ich nur die anderen beiden Kisten looten wollte. So, den Scheiß schmeißen wir noch rein. Fliegen wir wieder los. So, hier waren wir. Das passt. Und jetzt muss ich noch hier rüber und nur mehr einen Warden spawnen. Außer... Mist. Ich komme nicht ganz ran. Okay, schnell. Na, Ward. Okay. Ist okay. Ich habe jetzt kurz gedacht, wir haben nur das Silent Armor Trim doch nur rausgezogen. Dann hätten wir wirklich alles gefunden. Aber es ist nur das Ward Armor Trim. Okay. Das gibt es hier auch. Nur hier. Aber es ist bei weitem nicht so selten wie das Silent Armor Trim. Alter, muss wirklich sagen, ich bin gerade hellauf begeistert, was wir hier alles rausgezogen haben. Hier nochmal fett diamantös uns ausstatten. Jawohl. Alter, ja komm! Was zum? Das ist ja ein Regen. What? Wie war das? Alter, ist das schön. Mm-hmm, so tasty. So juicy. Mm-hmm. Ich denke, das war's. Ja, man muss ja sagen, es ist wesentlich chilliger mit Fulbright. Ja. Oh. Was ist dein Scheiß-Problem, Alter? Spielen wir Skywars. Meine Güte, geht der ab. Oh, ne. Die holen wir uns noch. Die holen wir uns noch. Dafür schaut es einfach viel zu geil aus. Und es haben viel zu viele. Und wir haben neben einem Totempop gekriegt. Sprich, wir haben einfach nur nicht ein Totem verwenden müssen. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Oh, aha, schau an, schau an. Okay, plötzlich kommt der Höhlensound. Der creepy Höhlensound. Lapi, Lapu. Ja, okay, doch. Wenn wir schon hier sind, Lapi, Lapu. Okay. Ach Gott, war das geil. Das sind allgemein geile Höhlen. Und hier nochmal Dias. Taken wir. Wir brauchen wirklich sehr viel Dias. Für Armor Trim und Co. Und hier schon wieder so eine fette Ader. Armor Trim und Netherite Upgrades. Wir sind im Game. Boom. Boom, Alter. Bam. Zap, zap, ey. Ich hab kein
Möglichkeit, mich zu löschen. Ja, ich fühle mich einfach sicherer mit dem Wassereimer. Es ist einfach so. Gut, da verpissen wir wieder. Und zwar über... Alter, das sind jetzt riesige Höhlen! What? Wir verpissen mich hier über die Dripstone Cave. Obwohl, da kommen wir nicht raus, oder? Geht's nicht hier nach oben? Ah ja, hier, es geht wirklich direkt nach draußen. Oh. Yes! Alter, war das geil! Hier direkt Cherry Blossom. Und ein Dorf daneben. Das ist ein Traum. Oh. Wo bin ich denn jetzt genau? Hier hinten. Da war unser Raid. Der verkackte. Und dort drunter befindet sich die Ancient City. Boah. Wow. Ich bin so happy jetzt. Endlich habe was funktioniert. Da kämen wir ja glatt wieder zurück. Ich glaube, ich fliege ein bisschen einen Umweg. Einfach nur, um die Map ein bisschen aufzudecken. Rune Portal. Das nehmen wir natürlich mit. Obsidian. Können wir jederzeit farmen, wenn es ist. Es gibt doch also ein Dschungel-Tempel-Template. Oh mein... Alles klar. Deswegen wollte ich gerade eben sagen, Dschungeltempel wäre cool. Damit wir da eventuell das Template kriegen. Und dann kann ich es mal ausprobieren, weil ich weiß noch nicht genau, wie es ausschaut. Ah, diese Richtung. Hallo. So, hier ist ein versteckter Zombie, genau. Jetzt wollte ich echt zorgen. Nein, ich wollte echt die Kiste zorgen. Power für Breach. Ach, warte mal, Breach. Breach war ja für den Maze. Hier ist der Maze. Was war denn Breach nochmal? Was? Wo war Breach? Hier, Breach, da steht's ja doch. Ah, reduces the effectiveness of armor, aber die ist mir egal. Weil ich möchte nämlich stattdessen Density drauf. Achtung, Falle. Hier. Genau dieses Armor Trim. Wild. Ha. Was wird es nur, Leute? Bumm. Nochmal Schuss. Ach, ich finde das gerade so toll. Minecraft ist so ein schönes Game. Weil normalerweise gehst du nicht in den Dschungeltempel. Was hättest du denn früher da drin gemacht? Und durch die Armor Trims macht es halt wieder mehr Sinn. Gehst du rein, denkst du, ja geil. Armor Trim. Ja klar, es sind nur Armor Trims, aber das ist doch irgendwie was Schönes.
quasi ein riesen Dschungelgebiet einfach. Ah, es ist aber wunderschön. Dass wir endlich herumfliegen können, ist schon echt eine super Sache. Müssen wir uns mal überlegen, welcher Farbe ich eigentlich nehme für die Armor Trims. Ah ja, hier ist die Farm. Ah ja. Das habe ich ja noch gar nicht erwähnen können, denn ihr seht das jetzt das erste Mal. Irgendjemand hat sich den Spaß erlaubt und hat mir hier 1, 2, 3, 4, 5 lila Pimmel an der Zahl in die Base baut. Gut, hängt vielleicht damit zusammen, dass ich hier drüben die ganzen Schafe lila gefärbt habe. Aber ey, ich habe die Wolle braucht. Die braucht die immer noch. By the way. Für die Enderman XP Farm aus dem letzten Stream, also von gestern. So, der Shit ist jetzt hier fast ready. Braucht nur noch Calibrated Skulk Sensor. Zack. Gut. Das Ding ist fertig. Kann ich den ganzen Scheiß hier mal hier reinkloppen? Ganzen Templates. Machen wir vielleicht so. Snout, Coastward and Wild. Das Wild, da die gerne mal ausprobieren. Oh, man sieht da fast nichts. Schade. Und hier? Hm. Eher weniger, oder? Naja. Hätte ja sein können. Boah, hier richtig fett viel Bücher nochmal. Und richtig fett viel Lapis. Lapu. Zack. Schiefe Redstone. Skeleton Skulls. Einfach mal in die Müllkiste. Weil es ja so ein riesen Müll ist, den ich hier habe. Wait. Ah ne, okay. Vielleicht gehen wir erstmal direkt pennen. Wir waren jetzt schon lange nicht mehr. Erstmal gegen die Phantoms. Ja, und jetzt bauen wir vielleicht auch mal gleich die Pimmel ab. Hey, und vielleicht genügt es ja direkt, so dass ich einfach keine Wolle mehr fahren muss. Wir werden sehen. Außerdem war die lila Wolle-Aktion ja für die Allgemeinheit. Der Werk freut sich nicht über eine Enderman XP Farm. Mit Full Service von wegen Full Enchanter, Grindstone, Smithing Table, Anvil. Alles dabei. Und du bist sicher, es passiert dir nichts. Außer du bist der Dulli, aber dann bist du selber schuld. Das ist eigentlich total sicheres Territorium. Junge, der ist aber gottlos groß. Alter. Da hat aber jemand ein bisschen übertrieben, ha? Ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung, habe ich das Gefühl. Gut.
Zack, zack. Und, wenn wir schon dabei sind. Ah, wait, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, gell? Mir ist jetzt irgendwie wichtiger, erstmal die Hose zu beswiften. Weil ich bin ja ein Swiftie. Ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Nein, ich bin kein Swiftie. War nur Spaß. Maris Swift Sneak. Die Hose ist fertig! Jetzt können wir jederzeit Netherite draufpacken. Muss man nur noch mal farmen gehen. Gut, dann können wir hier die Hole zusammenfügen. Genau. Fortune 3, Efficiency 5, Unbreaking 3. Ja, Maris Hure, genau. So wird es jetzt genannt. Was habe ich denn sonst nochmal gesagt? Ja doch, Maris Hure, scheißegal. Ja, komm. Egal. Genau, dann haben wir hier wunderschöne Schallplatten. Zack. Der ganze Bums. Bum. Hier haben wir nur die Gas-Schallplatten, die können wir auch noch nach oben packen. Name-Tags, weitere Swift-Sneakies. Warum habe ich eigentlich hier noch nicht Efficiency 5 draufpackt? Ah, okay, jetzt weiß ich es wieder. Weil ich zuerst Sharpness irgendwie noch zusammenkratzen will, weil mich ja Sharpness auf die scheiß Axt. Aber um ihn wirklich zu vergewissern, dass es immer noch möglich ist, schaue ich lieber nochmal nach. Axt. Sharpness, genau, perfekt. Gut. Oder Cleaving 3. Cleaving 3 ist ein Achievement, Achievement, Alter, das geht wieder los. Ist ein Enchantment, das Mojang so ein bisschen am Testen ist und vermutlich irgendwann mal rausbringen möchte. Das ist exklusiv für die Axt und mit der kann man dann Schilder zerstören, damit die einen Cooldown haben, wenn man draufkloppt mit dieser Cleaving Axt. Dann kann man die eben länger nicht verwenden. Ja. Ein PvP-Teil eben. Komm, Name-Tag machen wir hier rein. Und weiß ich nie, wann man es braucht. Dann ist es eben in der Ender Chest. Gut. Der ganze Scheiß ist soweit fertig? Ja. Gut, dann hier wieder rein. Der Scheiß war ja auch schon vorher ready. Und jetzt geht's los mit dem Teil, den ich eigentlich schon vor einer Stunde machen wollte. Aber actually, die Stunde war sehr gut investiert. Also, folgendes großes Ziel. Wir wollen eine Ominous Bottle Farm. Aus einem bestimmten Grund. Denn wir wollen eine Raid Farm bauen. Und jetzt kriege ich erstmal hier Werbung vom My Nintendo Store. Krass. So zugeschnitten war die Werbung noch nie. Wow. So, was haben wir denn? Was sagt er denn? This farm was built in the Pillager Outpost and the land around should be flat. Okay, warte, wir haben jetzt mittlerweile 2 Outposts. Hier
und hier. Waren beide nicht flach. Also hier, es ist aber am Vorsprung, da können wir das ein bisschen ausbauen für Fläche. Aber ne, sonst spawnen die unten, gell? Ach du Scheiße. Und hier war das flach. Relativ. Besser. Hier ist besser. Hoffentlich irritiert der Schnee nicht. Ja, dann müssen wir mal das einfach auf uns zukommen lassen. Mhm. So, wir müssen auf jeden Fall mal logischerweise in den Outpost gehen. Wer hätte das gedacht? Dann fliegen wir einfach mal rüber. In die Richtung war er. Hinter so vielen anderen Farmen. Wait, da gibt es sogar einen AFK-Spot. Krass. Das war Tryhard. Der ist doch so weit weg. So 3 Kilometer oder was? Bin mal gespannt, wie das Ganze noch funktioniert. Wait. Ah ja. Da hat wohl jemand Sand braucht. Ja, komm, aber hier ist wirklich egal. Boah, ey, hier schaut's aber wirklich richtig geil aus wieder. Minecraft hat sich über die Jahre wirklich so verbessert. Es war schon immer geil. Es ist immer geiler geworden. Oder dazu sagen, es ist flach. Man kann es auf jeden Fall nur ein bisschen begradigen. Noch. Ja, ich finde das sehr gut. Oh ja, Swift Sneak 3. Ich sneake, aber bin so schnell. Haha. Das ist eine tolle Sache. Genau, hier gelootet haben wir schon. Okay, okay. Das kann halt jetzt ultra nervig werden. Junge, was habt ihr hier schon für Versammlung hier unten? Brauche ja gar kein Raid Farm oder brauche ja gar keine Farm bauen, hier spawnt ja automatisch so viel. Das ist wirklich verrückt. Alter Schwede. Wow! Ihr seid ja hoch motiviert. Ah, hey, schau mal, er hat direkt Bottle. Geilo. Ja, ist jetzt egal. So, wir blocken hier erstmal den ganzen Scheiß ab. Bam, bam, bam und bam. Okay. Dig down 3 blocks from the middle. Ja, und danach. Add a torch. Ich hab keine Torch. So, natürlich habe ich eine Torch. Das ist ja alles in meiner super tollen Schalkerbox. Wir nehmen den ganzen Shit gleich wieder raus. So. Und ich pack vielleicht mal die Hacke wieder weg, weil die brauche ich jetzt die ganze Zeit nicht. 1,
2, 3. Und Torch. Okay. 9 in jede Richtung und 3 an der Seite breit. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einer zu viel. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super. Add a double chest and remove 3 blocks from the top. Ah, so, okay. Okay. So ist es gedacht. Naja, okay. Das ist wieder sehr unsatisfying. Ah, shit. Okay. Zack. 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 Soll ich da jetzt mal kurz wissen, wo bin ich denn hier? Aha. In der unmittelbaren Umgebung. Genau. Schaut sehr gut aus. Oh, oh, was mir gerade auffällt hier, das ist ja Höhle. Was? Moment mal. Zombies und Pillager sind nicht aggressiv gegeneinander. Das finde ich jetzt komisch. Okay, das kann vielleicht ein Problem werden, merke ich gerade. Nicht, dass die Scheiße hier einfach drin spawnt. Fuck. Das ist ein bisschen too much irgendwie hier, oder? Ah, nee, doch, die spawnen hier nicht, oder? Nee, die Fläche kriegen wir schon zusammen. Das ist okay. Haha. 3. Bumm. Bumm. 1, 2, 3. Oh. Perfekt. Und hier noch. Und wir können das Ganze dann später verknüpfen, dass wir nur eine zentrale Kiste haben, wo alles zentral gelagert wird und einfließt. Aber wir machen es jetzt erstmal so, dass es funktioniert. Fancy Shit kommt genau dann, wenn wir merken, dass es nötig ist. Add 3 scaffoldings 2 blocks away from the middle. Aha. Okay, aber jetzt ist praktisch der Aufstieg sozusagen. Dann ist die Frage, wo wollen wir denn den Aufstieg bauen? Wir kämen von hier, dann machen wir noch hier, oder? Okay, das ist jetzt wo? Ah ja, in die Richtung. Ah, passt schon. Hier. Zack, zack, zack. Na, so. Und hier müssen wir wieder schließen. Ja, macht am meisten Sinn hier. Add 4 walls. Wo sind die meine Walls? Hier. Around the middle block. Middle war hier. Bam, 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 bam. Kommt da der Eisengolem rein. Make an iron golem in the middle. Ja, und
Das ist jetzt der Punkt, den müssen wir nämlich seitwärts machen, weil sonst geht uns doch nicht rein. Bam, 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 bam. Den Block wieder weg und zack. Hired Help. Danke dir. Deine Hilfe wird wirklich wichtig. Cooler Typ. Also Eisengolem. Haben wir jemals ein Eisengolem als Bait gehabt? Nicht, gell? Wir haben die nur mal benutzt. In der Eisenfarm. Ja, ich und deine Brüder. Die sterben alle elendig. Weiter geht's. Go outside. Ah ja. Into every hole add 3 hoppers and 3 soul campfires. Ja, genau, also diese simple Tötungsmaschine, den Tötungsmechanismus, bliblablub. Der ganze Spaß eben. Also das, was wirklich Spaß macht. Hopper, Campfire, genau. Und zwar so. Zack. Zack. Und zack. Campfire, Campfire, Campfire. Soul Campfire sind so schön. So, nerv nicht. Du auch nicht, hey. Hey, ihr spawnt schon wirklich in einer guten Rate, nur jetzt gerade ist er ein bisschen schlecht. Schau hier, er ist schon in der Falle. Haben wir noch gar nichts gebaut für die. Schon so drin. Oh mein Gott. Chill mal, Junge. So. Da werden die dann schön gebrutzelt. Zack, zack, zack. Ach, oh, hey, na? So eine Leute wie die suchen wir. Wir stellen ein. Ach cool, ich hätte mir hier sogar einen Kürbis nehmen können. Naja. So, wie geht es denn weiter? Add walls around the tower, but leave an empty spot in the middle of the campfires. Mhm. Okay. Somit haben wir eigentlich die ganzen Wände schon verbaut. Spielen hier Tower Defense. Oder mir erinnert es an Clash of Clans mit den verbesserten Mauern die ganze Zeit. Habe mir vorher schon gedacht, irgendwie, das war viel cool umzusetzen irgendwie in Minecraft. Mit den verschiedensten Mauern eben. Weil es ja eben so viele verschiedene Arten gibt. Ist mir letztens erst richtig aufgekommen mit den Deep Slate Teilen. Da gibt es ja irgendwie 4 verschiedene Wände. Ja, Wand kann ich jetzt nicht sagen. Es ist ja Mauer. Wall. Ach Leute, es macht... Wir hätten dich auch nicht mal kennen, gell? Naja. Es macht halt total Spaß, sich endlich mal wieder an so Sachen zu versuchen, die man eigentlich noch nie gemacht hat. Das ist so meine Mission momentan. Ich spiele wirklich Minecraft ganz anders, als ich eigentlich immer spiele.
Also vom Pacing her. Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Place a trapdoor in the middle of the hole. Warum denn nur in der Mitte? Add another trapdoor between the walls. Ach so, ja, okay, die müssen ja eigentlich nur hier in die Mitte. Okay. Ach, wait, war schon falsch. War schon falsch. Aber wir haben angekugelte Füße. Zack. So. Genau. Das Lustige ist nämlich, Mobs wissen nicht, dass man, oder meinen immer, ein Trapdoor ist ein solider Block. Und dann wollen die immer da drauf gehen, aber können in Wirklichkeit runterfallen. Genauso hier, die meinen hier, da kann man durchgehen. Aber dabei ist da halt die Trapdoor am Weg. So, anhand von diesem Prinzip, hey, baut man ganz, ganz viel Fallen. Oh. So, lol. Was macht denn ihr für einen Scheiß? Bumm. He dead now. Ja, jetzt warte mal kurz. So. Zack, zack. Bumm. Boom, bam, ballapap, pow. Pow. Boom, bam. Poop, pap. Simple as that. Genau, repeated in every hole haben wir schon gemacht. Wait. Nervt nicht. Ihr könnt dann so viel spawnen, wie ihr wollt. Das ist Ha! Der erste ist drin. Loppen. Oh. Was mir gerade auffällt. Droppen die dann eigentlich die Crossbows oder ist das ein Player Drop? Huh. Now make sure that any of the land won't touch the walls. Hm. Ja, dann müssen wir ein bisschen was freigraben. Aber das war ja klar. Das ist aber okay. Wir gehen sogar 2 Layer raus. Um sicher zu gehen. Vielleicht müssen wir nur ein bisschen mehr terraformen. Ja, und dass der Baum weg muss, war eigentlich auch von Anfang an klar. Genau. Ja, und tatsächlich müsst ihr auch weg. Ich höre euch doch, Leute. Ich höre euch doch. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Brauchen hier eine freie Fläche. Aber ich glaube, die wird dann zum Schluss sowieso noch genauer analysiert. Genauer abgesteckt. Hier, da ist der Bär. The polar bear. He's near. If it's black, fight back. If it's brown, lay down. If it's white, good night. Das ist die Faustregel
für Bären. Merkt euch das. Es kann Leben retten. Für gewöhnlich werdet ihr aber definitiv... Also, Leute. Ihr werdet niemals auf einen Polarbären treffen. Bin ich mir ziemlich sicher. So, auf ganz casual money. Remove the first 3 layer of the tower. Okay, jetzt wird praktisch der Eisengolem freigelegt. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann funktioniert das schon mal die Farm so ein bisschen. Weil dann die Pillager direkt auf den... Bro? Weil die Villager dann eben... Die Pillager... eben schon aggressiv auf den werden. Hoffentlich. Das ist jetzt mal so... die Hoffnung. Die ersten 3 Layer müssen weg. Aber ich finde es ja immer cool, wenn man so gewisse Farmen baut mit den Strukturen, die eben schon gegeben sind, wie eben der Outpost oder der Ocean Temple oder das Hexenhaus. Das ist halt schon cool, weil die haben halt bestimmte, sag mal, Attribute, dass gewisse Dinge passieren. In dem Fall eben verschiedene Mobs, die spawnen und die dann komplett bis aufs Letzte abused werden. Und die Sklaverei auf ein anderes Level getrieben wird. Ich schwör's dir, wie du nur mehr auf mich... Digga! Er hat den... Er hat den auch geschossen. Darf das sein? Junge, das darf doch nicht sein. Die killen uns den doch auf kurz oder lang. Also wirklich. Ne, Bro. Achso, weil du springst wegen mir, deswegen. Der Shit. Irgendwie fühle ich mich dabei jetzt noch nicht so ganz sicher. Ah ja, klar, hier. Die Stufen. Ja, schaut cool aus. Wait. Was ist denn hier passiert? Aha. Add 3 torches. Add torches 3 blocks away from the wall. Also auf der Kobbelwand. Und in jeder Ecke. Dass nichts anderes spawnt. Ich checke. Die böllern den jetzt die ganze Zeit. Oh, das ist echt frech. Aber es liegt schon an mir. Bin mir recht sicher. Dann müssen wir schnell weitermachen. Build the scaffolding to the next layer. Aha. Hier wieder ausleuchten dann. Zack, 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 zack. Ja, ist schon cool. Aber ich freue mich, ich freue mich. Und dann geht's wieder weiter mit den Scaffoldings. Am nächsten Layer wieder Torches platzieren.
Zack. Place more scaffoldings to get to the next layer. Und hier wieder 4 Torches. Hier müssen wir wieder Fackeln platzieren. Hey, ganz ehrlich, ich mach's so. Oder, warte mal. Das ist auf der Höhe. Ja, okay, passt. Dann brauchen wir den in der Mitte nicht. Man kann hier wieder nichts spawnen. Ach, ist doch schön. Place. Oh. 112 scaffoldings up exactly from the middle. Aha. Cool, machen wir das. Aber was dann? Go on top of the pillager tower roof and add 4 torches, ja. Und dann müssen wir ganz nach oben. Und dann machen wir dann eine Plattform. Na, passt. So, jetzt gehen wir schon mal ein bisschen hoch. Platzieren wir direkt die Fackeln. Und schmilzt sogar der Schnee. Cool. Gut, dann gehen wir hoch und platzieren währenddessen die Scaffoldings. Ja. Dann haben wir hier eine AFK-Plattform. Boah, ist das geil, aber dieses Schneegebiet schaut so cool aus. Ich sollte vielleicht mal was trinken. GG übrigens, eine geile Gorse ist das. Build a glass platform around the scaffolding. At the bottom slab. Was? Ah, at the bottom slab 2 blocks above the scaffolding. Bottom slab, okay. Passt. Das ist natürlich wirklich krass jetzt. Also wirklich. So. Okay, Problem gelöst. Ist natürlich auch grob fahrlässig, dass ich einfach weißes Glas genommen habe und unter uns ist alles weiß. Camouflage. Winzer Camouflage. Genau, dann der Bottom Slab. So nämlich. Damit uns die Phantoms nicht malträtieren. Farm is ready.
But to get the best possible results, we need to flatten the landscape. Das habe ich mir schon gedacht. Um mehr Spawnfläche zu erzeugen. And to do that, you have two options. Aha. First option, use mod. Nein. Keine Mod. Second option, just make some ground flat around the villager outpost. Okay. I flattened 81 by 81 area around the villager outpost. Ui. Okay, es ist doch ein bisschen groß. Aber okay. An dem müssen wir jetzt nicht scheitern. Das war das 40 in jede Richtung. Aber ganz ehrlich, das ist die AFK-Kammer. Du gehst hier hoch und das ist die AFK-Kammer. Und da konnte dir nichts passieren. Nee, ich baue eine bessere Kammer, ganz ehrlich. Ich habe ein bisschen zu Wisches. Hui! Boah, aber in der Nacht ist auch wieder ein undankbarer Job, oder? Boah, die läuft aber schon in vollem Gange. Alter Schwede. Das war so die richtige Entscheidung. So, brauche ich das überhaupt? Dass ich da jetzt nur irgendwie großartig... Hallo? Dass ich irgendwie großartig nur was dran ändere. Hier ist halt... Die Scheiße ist ja direkt am Laffer. Ich war noch nicht... Alter, wir werden... Okay. Nö. Das ist es. Und ja, es schaut so aus, die Crossbows, von denen ich ja anfangs irgendwie Schiss gehabt habe, weil die sonst komplett alles zumüllen direkt, die sind Player-Only Kill. Also Player-Only Kill. Player-Only Drop. Okay. Oh, wie passend, eine Hexe. Ja, dann... Ich glaube, ganz ehrlich, das war's. Ich baue hier nicht mehr. Wieso soll die jetzt noch großartig was anderes machen? Ich mache oben den AFK-Punkt. Du wirst hier nicht AFK stehen, du wirst niemals so viel Bottles brauchen. Also, du chillst halt kurz hier oben. Ja, okay, das war's. So, warte mal, wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Okay, so schaut es jetzt aus. Alter. Oh mein Gott! Alter, spawnen hier. Pfui! What? Genau so an. Das funktioniert so gut. Okay, ja, ihr seid ein bisschen lost da hinten. Aber sonst? Die werden halt aggressiv auf den Eisengolem und die wollen ihn dann eben klatschen. Cool. Das ist richtig simpel. Die Scheiße mache ich ab sofort immer jetzt. Oh, wie sie da wegbrutzeln. I like that shit. I like that shit. Die sind ja sogar stackbar. Wahnsinn. Hallo.
Oh ja. Oh ja. Oh ja. Für mein diabolisches Vorhaben ist das wirklich wunderbar. Ja, dann packe doch gleich mal die ganzen Bottles hier mal rein. Omen 3, Omen 1, Omen 4, Omen 2, Omen 5. Yes! Yes! Oh, das ist so cool. Wir können jetzt komplett unbeschwert einfach diese ganzen Raids zocken. Und damit meine ich nicht nur die Villager Raids, sondern eben auch die Trial Chamber Raids. Und dabei war ich noch nicht mehr in der Trial Chamber. Egal. Super. Super. Okay, geil. Oh. Happy, happy Mare. Okay, und jetzt können wir nämlich hier den Outpost wieder löschen. Delete. Confirm. Und jetzt mache ich hier nochmal einen für Ominous Bottle Farm. Der Wert dunkelgrau. Wow. Das ist crazy, oder? Den Waypoint können wir mal löschen, genauso wie den Mangroven hier. Das sieht man auf der Karte. Okay, gut, den können wir auch mittlerweile löschen. Das weiß ich mittlerweile. Den Spawn weiß ich eigentlich. Ah, ich möchte mir nur mal dann noch hier direkt an meiner Base einen Waypoint machen. Gut, und die Spawner lasse ich mal drin. Trial Jumper ist auch nicht schlecht, dann muss ich nochmal hier. Warum sind die eigentlich weiß? Edit. Weiß. Aber grau. Oder dunkelgrau anscheinend. Haben wir nur eine andere Farbe? Was macht denn sonst noch Sinn? Black. Yeah. Ja doch, Ominous Bottle Form ist black. Das ist richtig so. Nachdem das jetzt schon so geklappt hat. Alter, was ist denn halt für ein geiler Tag? Die Ancient City hat so gut funktioniert. So geilen Loot rausgekriegt. Und jetzt funktioniert die Farm hier super. Wirklich easy baut. Und leck mich am Arsch. Ich gehe jetzt in die nächste Farm. Denn das Ganze war eigentlich nur Vorbereitung für eine etwas größere Farm. Da habe ich eigentlich alles dabei. Alles dabei. Schaut gut aus. Manche wissen vielleicht schon, was das wird. Ja, ich habe es. Geil. Boah, wir sind in die Ancient City eigentlich nur gegangen. Wegen dem Calibrated Skulk Sensor. Genau, so heißt der Scheiß. Und die brauchen Villager. Oh, alles klar. Brauchen Villager. Wo bauen wir den Mist dann? Am besten ist es im Ozean. Sprich, es ist wirklich scheißegal, wo. Weil im Endeffekt haben wir hier unendlich Villager und wir können die sofort verschiffen. Aus dem Haufen raus quasi. Und dann hätte ich gesagt, wir bauen die einfach
hier. So richtig schön zwischen Ominous Bottle und Guardian Farm. Irgendwie hier so. Im Deep Ocean. Nee, den Deep Cold Ocean. Das ist mir zu kalt. Bauen wir hier irgendwo. Ach Moment, scheiße, ich brauche doch noch ein bisschen was. Aber nicht viel. Der Scheiß ist gleich benannt. Gut. Erstmal wieder zurück. Genau, den Scheiß habe ich. Wir brauchen noch Feuerzeug, habe ich auch. Eine Leine, die holen wir uns. Einen Armor Stand und Dirt. Dirt ist auch kein Problem. Ja, ich muss sowieso zurück, vor allem wegen dem Villager. Ah, es ist so geil. Farmen bauen. Dinge en masse haben. Und dann kannst du den Scheiß bauen, den du möchtest. Ach ja. Ich glaube, jetzt wäre es Zeit für andere Musik. Und für eine Pipi-Pause. Merke gerade. Hallo, ihr seid alle des Todes. Wow. Das war knapp. Und sind wir schon wieder da. Juhu. Bin ich momentan der Farmbauer schlechthin. Dark Oak, Spruce. Zack, zack, zack. Den ganzen Scheiß hier einfach mal rein. Mossy Cobble, nice. Genau, Feuerzeug nehmen wir hier raus. Eine Leine. Einen Armor Stand. Oh, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und einen Stone Slab. Oh, das war doch ein Clean Stone, oder? Oh, shit. Also nicht der Clean Stone, sondern der Smooth Stone. Denke. Ja, genau. Ich glaube, das Rezept ist schon auf. Armor Stand. Jetzt haben wir alles. Holen wir uns nur noch mal ein bisschen Raketen raus, weil wir momentan für unterwegs sind. Und damit uns die Phantoms nicht stören, gehen wir pennen. Ein Boot bauen wir uns noch. Oh, es läuft so gut, Leute. Es läuft, es läuft. Gut, machen wir jetzt kurz eine Pipi-Pause. Uno Momento. Bis gleich wieder, Leute. Oh, warte. Alter, warte. Das wäre jetzt richtig cool. Habe ich das noch hier? Ich habe mir mal so ein Overlay gebastelt. Warte mal. Nein. Stream
Pausen-Overlay. Kopieren. Boah, vielleicht funktioniert es. Genau für solche Fälle ist es nämlich eigentlich da. Einstellungen. Wo war das denn jetzt? Ich versuche jetzt einfach mal. Mal schauen, ob die Pause funktioniert. Klasse! Ja, never mind. Dann probieren wir es nochmal. Ich bin neu in diesem Game. In dem Streaming-Game. So. Aktiviere, genau. Probieren wir es jetzt gleich nochmal. Leute, bis gleich. Warum? Ach, Leute. Wieso ist das denn nicht möglich? Hm? Dann machen wir es eben wieder aus. Ich möchte jetzt, dass das funktioniert. Da müssen wir jetzt durch. Wann anders könnt ihr es sonst nicht testen, wenn nicht on stream. Was wir einfach nur mit zurücksetzen. Und wir kennen jetzt ja sogar einen anderen Partnehmer. Kopieren das. Dann machen wir die Eigenschaften. Zack. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Alter, möchtest du mich verarschen? Mensch, YouTube, warum bist du so? Du musst doch eigentlich nur aufs Klo. Alter. Bevor du live gehst, sollst du das Overlay testen. Wahnsinn. Ich hab's doch schon oft getestet. Okay, was? Ich versuch's einfach nur von komplett neu. Also, pass auf. Wähle ein Video aus. Ein Video meiner Wahl. Oh, sorry. Boah. Der kam rasant.
Browserquelle. Die URL haben wir hier. Nochmal kurz abchecken. Okay. Gleich haben wir es, Leute. Okay. Ich versuch's jetzt nochmal. Unterbrechung. Bis gleich, Leute. Digga! Hast du keinen Bock auf meine Videos, YouTube? Was soll denn das? Das ist ja echt traurig. Ja, Leute. Einfach bis gleich. So, bin ja schon wieder da. Ach ja. Fortsetzen. Pause machen wir aus. YouTube, ganz ehrlich, ich bin wirklich sehr traurig. Ich bin wirklich sehr, sehr traurig, dass das nicht so funktioniert. Du machst die Pausenfunktion und dann gibst du mir die Pause nicht. Ha?
Bist du etwa ein schlechter Arbeitgeber? Möchtest du, dass ich ohne Pausen durcharbeite? Weil es ja mehr Zeit ist, um mehr zu arbeiten. Weil das ja die Effizienz fördert. März. Hä? Also wirklich, der Kerl ist auch verloren. Muss ich mal ganz kurz auf eine Nachricht antworten. Ist auch sehr wichtig. So Leute, das ist wirklich wichtig. Man muss nämlich manchmal seinen Liebsten schreiben. Da der euch auch empfehlen. Übrigens. Okay. Raid Farm. Es geht weiter. Beziehungsweise es geht los. Wir brauchen einen Villager. Und dann den optimalen Spot für geilen Scheiß. Oh ja, das ist der geile Scheiß, den ich möchte. Damn. Ey, habt ihr noch Platz für mich? This looks like really fun. Ihr wisst aber schon, dass hier die Betten sind, oder? Ha. Er ist immer nur irritierend mit Swift Sneak. Wir lassen uns mal einen raus. Zack, zack. Es werden immer weniger Minecarts hier. So, wo läufst du hin? Ja, toll. Das ist genau die falsche Richtung, du Idiot. Ja, okay, ist okay. Jetzt. Da ist er. Oh. Dann suchen wir uns doch mal einen Spot aus, ne? Wie gesagt, hinter der Guardian Farm, hätte ich gesagt. Mit der Elytra sollte das ja für jeden erreichbar sein. Leute, ich sag's euch. Mein Handy hat ein Update und das. Die äußerst seltene Ozeanbiene. Bro, dir geht's ja gar nicht gut. Spinnst du bisschen so, ey? Wer hat denn dir dein Beehive geklaut? War das der Jonas? Ja, die wird hier elendig verrecken. Die wird einfach im Wasser landen und dann absaufen. Super. Klasse. Ich habe ja leider nur einen Villager dabei. Ich habe keinen Platz für die. Wahnsinn, ist die Biene fett. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Update auf meinem Handy gekriegt und jetzt ist Autokorrektur so beschissen. Früher habe ich echt den Müll schreiben können und irgendwie ist immer das Richtige rausgekommen. Aber jetzt mittlerweile ist es einfach nur... Jetzt kommt nur Scheiße.
Jetzt schreibe ich Scheiße und die Scheiße wird abgeschickt. Also, Autokorrektur. Das ist auch nochmal das, was mit 2012 war. Ja, komm mal so. Was aber noch nicht was hast. Und ich werde es ja immer wieder erwähnen. Oh, hier ist es schon wirklich sehr, sehr deep. Weil man sieht von hier aus in die Farmreihe. Das ist genau der schmale Grat zwischen die normalen Chunks sind geladen und der, was war das jetzt nochmal? Distant Horizons Mod springt ein. Wollen wir das hier bauen? Oder vielleicht doch im Cold Ocean. Aber kalt ist ein bisschen blöd. Ich finde es hier schon irgendwie schöner. Machen wir es hier. Und zwar genau hier. Ja. Ab hier. Kurz Moment, nochmal kurz. Oh, okay, alles klar. Ja, okay, dann schauen wir jetzt mal, wie die Farm funktioniert. Alter Vater, ist die Musik laut. Start by building a 4x4 glass platform. Dann müssen wir Richtung Westen schauen, Alter. Du hast in erster Linie brauchen wir überhaupt irgendeine Plattform. Wie wär's mir damit? Ach, Glas habe ich schon dabei, ja? Dann passt. Leute. Ich habe eine tolle Freundin. Mehr möchte ich gerade nicht sagen. Oh yeah. Ob das eine gute Entscheidung war, das in grün zu machen? Ich denke ja. Weil für das, was es nämlich werden soll, macht es ziemlich Sinn. Oh, ich habe so Bock auf die Scheißfarm. So, wir müssen Richtung Westen schauen. Das ist ja dann eigentlich... Das muss die... Hm? Wait. Das ist Westen. Genau. Now, look at the west. Das erinnert mich an... Oh, wie war das nochmal? A million ways to die in the west.
Ich habe immer diesen Trailer im Kopf. Das war... Der Film war aber auch sehr lustig. Add a soul sand as shown. Mhm. So, ich glaube, wir holen jetzt einfach mal ein paar Items raus. Bring. Bring. Jo. Also, Westen, ne? Oh, die Delfine! Oh! Super. Zack. Remove the glass. Add bottom slab and place water on top. Mhm. Zack. Wasser drauf. So, damit der praktisch gewaterlogged ist. Add 2 fence gates in front of the soul sand and open them. So, jetzt brauchen wir endlich meinen Wassereimer wieder. Den füllen wir wieder auf. Dann brauchen wir die 2 Fence gates. Bam, bam. Das wäre sozusagen der Eingang. Und jetzt wird es dunkel. Aber full bright, also alles gut. Boah, irgendwie habe ich halt noch Bock auf eine Trial Chamber. Oh, das ist ein geiler Tag. Weil die halt so viel scharf und so viel gut glaffen ist. Aber generell halt auch privat. So, dann brauche ich hier Building Blocks. Und meine Building Blocks dann Spruce Wood. Boah, wer hätte das gedacht, Leute? Das günstigste Material, das ich herkriege. Extend this tower to Y level 169. Okay. Wie so ein Vollidiot, wirklich. 169. Danach passiert was? Add 4 glass blocks. Aha. Dann wieder Richtung Norden und alles mögliche. Eieieiei. Vielleicht sollte ich mal Schalker wieder mitnehmen. Wer weiß. Okay, was war das jetzt? 169. Boah. Das dauert ein bisschen. Und dem Villager geht's gut, oder wie? Der bleibt jetzt da einfach, oder was? Was ist, wenn er drowned kommt? Lol, Bro, ich hab vielleicht schon mal vorher ein bisschen mehr Spruce Slabs raus, oder so ein Spruce Wood. Spruce Planken. Upsala. Ach ja. Alter, aber dann haben wir halt 2 richtig fette Farmen hingezimmert. Wenn die dann funktioniert, natürlich. Aber die wird auch funktionieren, ganz sicher. Und zwar ausreichend funktionieren. Für unsere Zwecke auf jeden Fall. Es gibt natürlich nur mal bessere Farmen, ganz klar. Aber für das, was wir wollen, alles gut. Und ganz ehrlich, hey, diese Villager Farm, diese Villager Breeder als Unterlage zu nutzen, war wirklich sehr stark. Naja, die haben wir jetzt schon mehrfach braucht. Für eben Villager zum Traden. Aber dann auch für
Erstens, der erste Grund war ja die Eisenfarm. Und jetzt auch noch hier die Raid Farm. Also Villager sind so underrated. So, jetzt haben wir es gleich. So, nur noch 2 Blöcke. Bam, 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 bam. Und jetzt wollte hier nochmal zack, 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 das Glas. So schaut das Ganze dann aus. Einsam im Ozean draußen. Ich sag's euch, in Real Life hätte ich richtig, richtig Schiss. Bin schon so ein kleiner Schisser, was das angeht. Energames, yo! Auch wieder am Start. Ja, das freut mich doch. Hat der Tablet wieder Saft? Ich denke, das hast du gestern noch aufgeladen. So. Now face towards the north. Ja, machen wir. Und dann 14 temporary blocks up. Und was machen wir danach? Okay, also. Richtung Norden. Die Richtung. 14 hoch. Elf, 12, 13, 14. Und dann 6 rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt Richtung Osten. 4 Temporary Blocks darüber. Und ein Building Block. Ach, das ist doch toll. Dann können wir einmal wieder was platzieren, das nicht nur temporär ist. 4 hoch. Das kann natürlich einmal blöd ausgehen, aber alles gut. Place a temporary block on top of it. Zack. Temporär. Oh, gestern mein Ladekabel ist kaputt gegangen. Das hat 13 Stunden zum Vollladen verlangt. What? Okay. Das arme Ladekabel. Nee, aber du hast es dann einfach stecken lassen, oder was? Einfach über Nacht stecken lassen und dann irgendwann war es dann voll. Vielleicht war es auch nur ein Wackelkontakt oder so. Gibt's auch. Ein Komposter an die Seite. Ach so, ja, das ist für den Beruf. Aha. Für den Beruf des Villagers wahrscheinlich. Das ist die Villager Chamber. Okay, ja, das ist es tatsächlich. Glas, Glas, Glas. Oder Dirt? Ja, genau. Dirt, Glas. Und dann müssen wir jetzt bald den Villager hochbringen, oder? Place water between the glass blocks. Ja. And jump down. Risky shit. War bis 2 wach, danach habe ich es abgemacht. Okay. Okay, okay, okay. Aber selbst da geht schon wieder los. Ich habe wieder Fragen. Warte, wir haben... Es stimmt, die Woche sind ja Ferien, oder? Wenn ich richtig informiert bin. Oh ne, sorry, ich habe gerade zu viel Schiss davor. Das machen wir jetzt nicht.
Mal klar, wenn Ferien sind, dann kann man locker mal so lange wach bleiben. Keine Ferien? Oh shit. Ah! Ich hab's gewusst! Du Idiot! Mist, ey. Hm. Ja, scheiße, sonst tue ich nochmal an. Tom? Den habe ich noch gar nicht auf dem Server gesehen. Moin, Mann Tom. Ja, die Ferien, das sind ja, was sagt man? Ja, wir sagen eigentlich Herbstferien, aber ich denke, das ist mal wieder irgendwas Katholisches oder sowas. Allerheiligen. Herbstferien. Deutschland. Schauen wir mal. Wann haben die Bundesländer Herbstferien? Achso, das ist wieder wann. Ist wieder wann anders überall? What? Warte mal, okay, eine Herbstferien hat jedes Bundesland. Okay. Okay, also bei uns sind definitiv diese Woche Herbstferien, das ist richtig. Aber in den anderen Bundesländern ist es teilweise wann anders. Die Woche vorher zum Beispiel. Ah, das ist ja krass. Aber ist schon richtig so. Herbstferien sind bei mir seit 1 oder 2 Wochen rum. Ja. Das ist immer das. Die Ferien sind ja immer unterschiedlich. Ich vergaß. So, wo waren wir? Wait for the water to reach the bottom. Ja, das haben wir gemacht. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich Kelp platzieren. Ja. Oh, mal komplett reinkelpen. Könnten wir auch mit Bone Meal machen. Für den Quick Elevator. Ja, den braucht man einfach. Und vor allem der Villager braucht den. Wobei der Villager ist jetzt eher Villager Zombie, der braucht gar nichts mehr. Der wird wahrscheinlich sowieso gleich despawnen oder so. Oder? Ne, die waren doch im Boot. Ja, egal. Genau, go back to remove the kelp. Oh, nein, nein, ich wollte... Ja, vielleicht müssen wir ja direkt wieder hoch, dann ist es okay. Geil. Genauso wie meine Rechtschreibung, die ist auch rum. Ja, aber du musst das so sehen, es ist ja auch nur ein Stream-Chat. Das ist nicht zu schlimm. Andererseits muss ich ehrlich sagen, ich bin schon immer ein sehr großer Fan, wenn die Rechtschreibung stimmt. Es zeugt einfach von einer gewissen, keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht Intelligenz sagen, aber irgendwie doch. Okay, Kelp. Remove the villager from the boat. Alter. Bist du ein Elendiger?
Ich muss mir jetzt einen neuen Villager holen. Wahnsinn. Hui. Ja, komm. Du bist immer zu retten. Es tut mir leid. Aber in Wirklichkeit tut es mir doch nicht leid. Der Farmbauer. Ach lol, ich habe das Minecart gar nicht mal platziert. Deswegen werden es immer weniger. Hahaha. Upsi dupsi. Zack. Jetzt aber. Um. Und. So. Okay. Dann begeben wir uns schon wieder auf eine Reise. Und ab jetzt soll ja dann nichts mehr passieren. Weil wir den jetzt sofort nach oben in die Sicherheit bringen. In die Sicherheit. Alter. Ich glaube, meine Wortfindungsstörung ist irgendwie schlimmer als die Rechtschreibung. Brauchst du nichts denken, Anna. Anna Games. Anna Games. Keine Ahnung. Wir laufen aus dem Hafen. Ja. Alter, das ist schon eine geile Unterwasserhöhle. In der Ferne, Mushroom Island. Ganz ehrlich, jeder muss mit Distant Horizon spielen. Das ist halt so viel geiler. Weil du so weit siehst. So, wo war die Farm jetzt? Ungefähr hier. So wie zum Thema Distant Horizon. Jetzt hier, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Jetzt machen wir irgendwelche Leinen an Boote-Spielchen. Ja, also du musst jetzt da hoch. So, bitte nach oben. Jawohl. Schön in den Elevator. Alles wird gut. Oh! Ist er runter? Ist er oben? Ist er oben? Er ist oben, okay. Alles klar. Ich habe kurz Schiss gehabt, dass ich ihn wieder runterschieb. Usually to transport the villager on top
of the temporary road. Krass. Das ist ja wieder völlig verrückt. Also dann. Ah, okay, warte. Ich glaube, ich muss hier unten nur abbauen. Zack. 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 So, jetzt konnte dem nichts passieren. Und jetzt ist er oben. Das war ja erstaunlich leicht. Jetzt, er geht doch dann hoffentlich automatisch in die Richtung des Komposters, oder? Ah, okay, Trappen und so ein Scheiß. Schauen wir mal, wie das wird. Bolt MLG. Ah, doch kein Bolt MLG. Klar, erstmal die Leine runterzwicken. Ah, okay, jetzt ist er schon der Farmer. Sehr gut. So. Jetzt gehe ich ein bisschen in die Richtung. Was? Los, geh rein. Okay, dann eben mit Gewalt. Oh Gott. Bumm. Und er ist drin. Der wichtigste und wahrscheinlich sogar schwierigste Teil. Geilo. Und was tradest du eigentlich? Irgendwie so nebenbei. Frag für einen Freund. Aha. Könnte man ja ein bisschen handeln, ne? Wie ist das? Okay, jetzt die ganzen Temporary Blocks weg. Und wieder nach unten. Und Kisten platzieren. Und Hopper. Ah, I see, in welche Richtung das jetzt geht. Das war jetzt sozusagen der Villager-Sicherheitsteil. Und jetzt kommt der... Oh, Alter. Jetzt kommt der Wir killen alles weg Teil. Und wieder runter. So, hier war eigentlich eine Kiste. Und dann hier 3 Hopper. Bam, bam, bam. Wait. Die Delfin... Die schmeißen gerade mit dem Dirt rum. Gut, wie geht's denn weiter überhaupt? 2 Glaspillars. Achso, hier der, genau, die Killing Chamber und so, blablabla. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid. Add more glass blocks around the hoppers. Ja.
Schaut gut aus. Und dann Building Blocks. Leute, ich habe noch nie eine Raid Farm gebaut und bin so gehypt. Ich habe schon so viel Farmen gebaut. Das ist jetzt meine 3. Farm, die ich noch nie gebaut habe. Ich zimmer eine nach dem anderen durch und es macht so Bock. Trapdoor under the building block. Den Armor Stand. Extend this tower until you are standing on level 90. Oh boy. Das ist aber diesmal Gott sei Dank nicht so hoch. 90, das ist ja eigentlich fast nichts, oder? Leute, jetzt machen wir mal andere Mucke an hier. Es ist mal wieder Zeit. Andere Musik muss her. Gut, also Level 90. Okay, scheiß mal für Rapid Flash. So. Boah, Höhe 90 ist wirklich nicht weit. Ach, stimmt, aber die sind ja... Okay, na klar. Die müssen ja nur droppen, bis sie... irgendwie ein halbes Herz haben oder so. Das sind ja dann irgendwie nur so irgendwas mit 20 Blöcken, 25 oder keine Ahnung was. Moment mal. Ich habe Lava dabei. Ich hab Lava dabei. Das Horst. Diesen Turm darf ich nicht aus Holz bauen. Scheißendreck. Fuck, weil sonst brennt uns die ganze Bude hier ab. Scheiße, die Lava ist safe dafür da, damit oben direkt die Ravager weggekillt werden. Und dann darf es natürlich nicht brennbar sein. Klar, jetzt hier unten kann ich schon mit Holz bauen, aber wenn, dann möchte ich den ganzen Pillar schon in der gleichen Farbe. Oder im gleichen Block. Ja toll, was nehmen wir denn jetzt da? Irgendwas, was ich hoffentlich nicht farmen muss. Oh shit. Oh Mann, mir hat der Stil schon gut gefallen mit Spruce Planks und grünem Glas. Ja. Kacke, da muss ich jetzt was holen. Irgendwelche Storner werde ich schon haben. Und die Frage, wie viel ich brauche. Au. Ja.
Machen wir das Ganze erstmal wieder rein. Dann schauen wir mal. Kelp, ja, bleibt erstmal hier. Schauen wir mal, was passiert. Okay. Welches Material habe ich am meisten? Stein. Okay. Das wäre jetzt wirklich so ein ekelhafter. Bam! Ey, das zündet ja anders, die Mucke schon wieder. Ich mache jetzt wirklich den ekelhaften. Oh. Warte, habe ich irgendwas gehotkept? Nein, okay. Ich mache jetzt den ekelhaften und brenne hier tatsächlich Smooth Stone durch. Das ist so dumm. Das ist wirklich so dumm. Brauchen wir üben. Jetzt wären wir hier nie fertig. Also, und ich strotze ja förmlich vor Kohle. Haha. Krass. Ja. Oh Mann. Fünf Stacks werden reichen, oder? Währenddessen schauen wir kurz weiter, wie die Farm dann so aufgebaut ist. Okay, nur Level 90 hoch. Dann können wir hier diese Auffangbecken. Oh, Kisten. Scheiße. Never mind. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin ein Trottel. Ich bin noch so ein Volltrottel, bin ich. Und warum bin ich ein Volltrottel? Ganz einfach. Die Lava ist nicht in der Nähe vom Holz. Und also wirklich absolut nicht in der Nähe vom Holz, sondern einfach im Nether. Ich Idiot. Sprich scheiß drauf, ich baue jetzt einfach mit Holz weiter. Ja, obwohl ich brauche sowieso den Smooth Stone für den Teil im Nether. Nee, den baue ich aus Crimson. Yeah. Aus Crimson Wood. Darauf habe ich Bock. Jim Joseph wieder. Eclipse. Der Kerl zündet einfach. Ja, dann belassen wir es doch einfach mal dabei, dass wir hier das durchbrutzeln, weil für irgendwas werde ich es dann schon brauchen. Und dann kann ich jetzt wieder, ja, genau mal Schalker stehen lassen, oder? Wie ein Idiot. Wahnsinn.
So, dann können wir jetzt ja den Turm bauen. Bis Level 90. Dring. Also Höhe 90. Ich hoffe, sagen wir den 80, okay. Dann haben wir noch 10. Oh lol. Zack. Zack, 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 zack. Da sind wir auf Level 90. Schön. Der Rest ist aber so viel höher. Na okay, aber das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Okay, jetzt kommt der freaky Stuff. Eigentlich der geile Stuff. Der Stuff, den ich eigentlich am meisten mag. Redstonia. Und die ganze Technik dahinter. Ah, stimmt. Das ist ja ein Hopper. Ja. Hätte ich eigentlich scheuten müssen. Also so viel hätte ich schon noch drin haben müssen im Hirn, aber gut, das ist ja fast Mitternacht. Ja gut. Ameise rund um das Glas platzieren. At 5 building blocks behind pistons. Ach so, okay. Für die Redstone-Leitung dann. Ja, ja, ja. So. Oh, das wäre so cool. Put it on the other side too. Oder warte, jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. Ja doch, Kill. Wer hat den... Im N. Im Nether. Connected der Shit. Jetzt brauchen wir Redstonia. Bumm. Hier kommt dann der Calibrated Sculk Sensor, den ich in meinem Leben noch nicht benutzt habe, noch nicht einmal platziert. Noch nicht einmal platziert. Using a temporary block, place Calibrated Sculk Sensor. Ha, wenn die Richtung macht da was aus. Bumm. Aha.
Der hat sich jetzt so kalibriert über den Scheiß, jetzt weiß ich's. Der hat sich jetzt gemerkt, wie sich Schritte anhören. Und zack, schon geht's los. Das ist so gottlos geil. So ist das erste, was der Herd checkt, der zum Kalibrieren. Machen wir hier im Portal. So, da kommen hier die letzten Glasblöcke oben drauf, zum Spawnproven wahrscheinlich. Und dann zünden wir den Shit. So, und diesen Kack darf mir keiner zerhauen. Okay. Wie ist der Spawn? Er ist okay. Er ist okay. Er ist eigentlich ziemlich perfekt. Weil da keine Gefahren sind und keine Gegner und kein anderer Spieler kann random einfach jetzt irgendwie die Farmen treffen und so. Super Sache. Jetzt kommt hier die Killing Area oder so. Es war doch eine Killing Area. Das ist nur die Area für... Oh mein Gott, klar. Das ist nur die Area für die Ravager. Die werden hier gekillt. Unten musst du schon selber die Leute abschlachten. Okay. Digger 3 by 5 and 2 blocks deep hole on both sides of the portal. Wait. Was? Bei 5? Das stimmt doch gar nicht. Das sind 4. Okay, was labert der denn? Das stimmt einfach gar nicht. Das ist faktisch einfach falsch. Machen wir ein bisschen Platz hier. Ja, da kriege ich doch direkt Bock auf Netherite farmen. Also, tatsächlich. Das ist kein Scheiß. Machen wir mir ein bisschen frei. Machen wir hier mal einfach eine dickere Fläche, damit einfach nichts passiert. So. So, jetzt hat er gesagt 2 tief. Und eigentlich nur bis hier. Genau. Aber zur Absicherung bauen wir nochmal ein bisschen was dazu. Drei hinter. Hat eigentlich 5, sagt er, aber das stimmt ja wie gesagt nicht. Aha. Make the walls 1 block higher. Und dann einfach nur Lava hinklatschen und das war's. Das ist einfach nur die Killing Chamber für die Ravager. Sehr cool. Sehr cool, minimalistisch. Gefällt mir.
Dadurch, dass Lava im Nether einfach so weit fließt und so schnell fließt wie Wasser, kommt es an jede Ecke. Back to Overworld. Und wieder runter. If you have a platform next to the farm, then remove it. Nö. Haben wir nicht braucht. And your easy raid farm is ready. Oh. Gewitter. To use this farm, you need a diamond sword with these enchantments. Naja. Okay, also Looting ist klar. Also, Leute, hier ist alles drauf. Ist alles drauf, was geht aufs Schwert. Bis auf Knockback, weil... Knockback, also im Prinzip Punch, packe mir dann auf den Bogen. Finde ich nämlich cool. Wenn du nämlich schon ranged bist, dann geh doch bitte auf Fernkampf und auf Abstand, ja. Das ist meine Devise. Genau. Sweeping Edge ist auf jeden Fall wichtig. Ja, eigentlich am wichtigsten ist Looting 3. Ja, egal. And at least ominous bottle level 3s. At least. Das heißt 3, 4, 5 kann man nutzen. Okay. Okay. Now wait until the raid. Oh, when effect reaches 0. Okay. Das können wir direkt ausprobieren. Ich hab Bock. Folgendermaßen. Es schaut jetzt so aus. Es schaut jetzt so aus, dass ich erstmal wahrscheinlich dann noch Schilder dazu machen, wie es wirklich funktioniert. Okay, also Bad Omen 3 mindestens. So. Jetzt süffel ich den Shit. Bam. Bad Omen 3. Jetzt gehe ich hier hoch. Und dadurch, dass ich dann in der Nähe von einem Village bin, beziehungsweise halt bei dem Villager, den oben, bumm. Jetzt kriegen wir den Effekt. Und jetzt gehen wir wieder runter. Platsch. So, jetzt warten wir, bis der unten ist. Und dann geht die Farm auch schon los. Okay, also schon. Nee. Ah, jetzt geht's los. Okay, hier ist der Raid. Bam! Ah, Fire Aspect Gannet. Scheiße. Da muss ich eben selber aufmachen. Scheiße. Alter, das ist ja sogar XP-Farm. What? Was? So viel Emeralds direkt? 3 Totems direkt aus 3 Schellen. Fünf Totems. Sechs Totems. Und ein Stack Emeralds.
Genauso wie Gunpowder, Glowstone, Redstone Dust. Ich möchte hier eine Sortieranlage bauen, um den ganzen Bums hier richtig geil einzusortieren. Wow! Ey, ich wollte hier... Primärziel waren Emeralds. Not gonna lie. Aber das und das und das und das und... Naja, okay, Gunpowder haben wir schon, aber ja. So, das haben wir nicht gerechnet. Das war der ganze Raid? Bad Omen 4. Warte, ich schaue mir kurz mal in das Video, wie der das dann gemacht hat. Ob das wirklich nur so wenig war. Warum sind die so schnell gespawnt? Warum? Das ist ja völlig verrückt. Das ist ja All-in-One. Das ist ja All-in-One. Das ist XP, das ist alles. Das ist... Okay, ist natürlich dumm, dass ich hier wieder mit einem Schwert chill, mit Fire Aspect, das geht hier nicht. Und los geht's. Das ist so geil. Ich meine, klar, es ist keine AFK-Farm, aber ich mache das dann so, ich baue hier ein... Oder ich lege hier irgendwo ein Schwert hier, das perfekt darauf ausgelegt ist, um das Ganze hier zu fabrizieren. Bam, los geht's. Bam, Spawn, weg. Spawn, weg. Spawn, weg. Spawn, weg. Spawn, weg. Das ist krass, das ist so krass. Krass. Die Scheiße möchte sortieren. Mit ganz, ganz simplen, ich nenne es jetzt mal Cartridges. Ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege. Ja, aber ganz ehrlich, ich möchte nicht nur mehr anmachen. Ich mache einfach nur mehr an. Jetzt machen wir einen Fünfer. Let's go. Wir kriegen zwar keinen Hero of the Village Effekt, aber das ist okay.
Alter, wir kehren so viel Sachen. Railing. Spinnen? Wo kämen die her? Okay, also Crossbows und Äxte, die schmeißen wir instant raus. Genauso wie die Banner. Den Rest, den können wir komplett aufsammeln. Geil. So, das ist alles vom Raid. Und der Ghost and Dust. Alter, Leute. Ein Dreier, ein Vierer, ein Fünfer Raid. Paar Sekunden. Das war wirklich nicht viel Aufwand. Es liegt hier oben sogar noch ein Totem rum. 2, 3, 4. Gottlos. Wahnsinn. Also im Prinzip müssten wir hier auch noch rein. So, genau. Ich konnte jeden Spieler hier versorgen. Was das Herz begehrt. Okay, passt. Hier wird eine Sortieranlage gebaut. Ich muss nur noch mal nachschauen, wie das gegangen ist. Vielleicht kriege ich es sogar von der Lore hier. Aber ich glaube nicht. Dann werde ich das einfach hier so weiterführen. Und dann hier so die Kisten platzieren wollen. Ja, das hört sich gut an. Dann fangen wir irgendwie vorn. Oh, scheiße, stimmt, die Totem of Undying. Das wird schwieriger, die rauszusortieren. Es ist ja non-stackable. Puh, da müssen wir mal nachschauen. Jetzt geht's endlich los mit dem ganzen Redstone-Scheiß, den ich hier mache. Boah, stimmt, ich brauche ja Repeater. Mhm. Oh, doch, ich hab Hero of the Village 5 gekriegt. What? Okay. Dann bringt mir das bloß nichts, weil ich nichts habe, was ich kaufen kann. Und Emeralds haben wir jetzt unendlich, also scheiße.
Weil sonst brauche ich nichts mehr. Soulspeed können eine Cover Protection haben wir keine Villager. Sharpness haben wir nicht. Silk Touch haben wir nicht. Oder vielleicht noch irgendwo. Der ist fertig. Der ist fertig. Ja, okay, scheiß drauf. Dann richte ich jetzt Redstone her für die Sortierung. Alter, braucht jemand unendlich Redstone? Braucht jemand unendlich Glowstone? Unendlich Emeralds? Bad Omen? Alles da. Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt echt die geilsten Farmen gebaut, die ich jemals gemacht habe. Aber mein Lager schaut beschissen aus. Yeah. So, den Bums brauche ich auch nicht mehr. Leinen los! Es wird jetzt Zeit für Weimare Redstone Box. Und zwar schön in Rot. Ganz wichtig für mich. Ich brauche sowas. Genauso wie diese Dinge hier. Einfach schön sortieren. So, Bölle ich dann sowas rein. Wie sowas. So ein bisschen Grund-Redstone. Hopper, ein bisschen Rails. Lauter Zeug, das man eben so braucht. Und ich muss dann noch mal mehr Schalker-Kisten ranholen auf jeden Fall. Ich habe hier mit meine 4 ist schon ein bisschen lasch. Ja. Und so viel Holz brauche ich auch nicht auf einmal. Genauso wie Boot brauche ich auch noch mal. Genau, dann wollte ich Sticks mitnehmen. Oder einfach mal allgemein gleich schon mal hier. Boom. So die Redstone Box voll machen mit lauter Stuff. Dann brauche ich ja eigentlich Cleanstone. Lol. Vielleicht lasse ich das mal mit dem restlichen durchbrutzeln. Craften einfach mal so einige Repeater. Ich brauche mehr Redstone. An Repeater werden wir jetzt nicht sparen. Nachdem wir jetzt sowieso unendlich Redstone haben. Aus Versehen war nicht so geplant. Leck mich am Arsch, das ist geil. Du, du. Du, du. Machen wir noch mal ein paar
Machen wir so einen halben Stack. Das ist okay. Die. Ah, der Progress halt. Wo kommt denn die Kohle her? Ah ja, stimmt. Ja, ich bin immer ganz sauber in der Birne. So, einfach mal wieder in die Kiste reinscheißen. Brauche ich noch was Großartiges? Grünes Glas brauche ich noch. Und das ganz definitiv. Ja, okay, jetzt brauche ich die Kohle doch wieder. Vielleicht brauche ich noch mehr. So. Ich brauche ja auch noch grüne Farbe, natürlich immer mehr. It's also a point. Ja komm, einfach ein paar Kakteen wieder anpflanzen. So, passt schon. Goodie. Oh, die Cactus Flower ist geil, aber ich weiß nichts mit der anzufangen. Könnten jetzt Raid Farm. Aber wie baue ich das jetzt am besten cool? Ja, am besten gar nicht machen, weil das kannst du nicht. Ja. Ich weiß. Im Endeffekt möchte ich einfach nur eine Sortierung klatschen. Da brauche ich wieder einige Kisten. Sehr viele Kisten, oh mein Gott. Dafür brauche ich sehr viel Holz. Sehr viel Holz, das ich sonst nicht benutze. Machen wir mal das Dark Oak. Schon mal die letzte Kisten. Und ich brauche enorm viel Hopper. Oh mein Gott. Ja, vielleicht. Ja, mal kurz rüber zum Eisen. Ha! 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 Die Scheiße läuft über. Ja, eindeutig zu wenig Kisten, ne? Jonas, sein Ponas. Wie stinkt, wie rüber mir. Klasse. Mit Looting drauf. Okay. Dann schnappen wir uns mal ein bisschen Eisen. Ich darf mir sagen, das war sehr... Es ist auf jeden Fall ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis, das wir hier erzielt haben. Na? Jetzt aber. 3 Stacks Eisenblöcke. Schmeckt. Es geht echt schneller wieder. Wir können mal so ein paar Poppes raushauen. Es geht echt schneller wieder weg, als wir am Mond. Aus dem Grund, weil wir ja dann Beacon bauen müssen. Und das wird wahrscheinlich mit Eisen oder
jetzt auch mit Emeralds passieren. Obwohl wahrscheinlich die Eisen-Variante besser ist, weil die ja die ganze Zeit passiv läuft. Insofern man einfach nur in der Gegend ist. Und die ist hier schon relativ zentral. Ne? Von allem. Ja, ja doch. Da ist das Bauen. Das passt schon so. Du. Wie viel Hopper machen wir denn? Die totale? Machen wir die totale. Wir haben die totale gemacht. Gehen wir noch schnell pennen und dann holzen wir noch mal ein bisschen was ab, weil wir brauchen mehrere Kisten nochmal drauf. Und stimmt, wir brauchen auch sehr viel Eisen, vor allem Eisen-Nuggets für die Filter, die wir jetzt gleich setzen. Bam. Oh, ein bisschen wenig grünes Glas. Scheiße. Ja, schauen wir mal. Machen wir hier nur ein paar Blöcke draus. So. Genau so. Geil. Bisschen Holzi-Farmi. Wir schnibbeln auch mal beide Bäume ab und dann sind wir erstmal wieder good to go. So, ich hätte mittlerweile eine Hacke. Eine Hau. Eine Hure. Sogar mit Fortune 3. Sprich, Saplings würden sehr, sehr rasant droppen. Gut. Wie viele Saplings sind hier schon? 3 ist wenig. Gib mir der Cheat.
Also Leute, ich brauche nur 2 Saplings. Sapling, Sapling, Sapling. Da drüben, ja. Ah ja. Gut, 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 gut. Für ein wenig Holz, ja, Spruce ist einfach, geht einfach am schnellsten. Vielleicht baue ich nur Baumfarben. Ganz ehrlich, mittlerweile. Baumfarben habe ich schon mal gebaut. Und warum habe ich jetzt Firework dabei? Ja. Baumfarben habe ich schon mal gebaut und da hatte ich mir jetzt Azur dran. Ich brauche noch einiges an Dirt zum Beispiel. Um den Shit hier, um das Wasser wegzumachen. Ja, probieren wir es einfach, oder? Bauen wir einfach mal los. Das schießt er davon. Gut. Sick. Ach, stimmt. Ich muss immer die Sortierung machen. Also von wegen... Boah, wie... Also... Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, eine Sortierung zu machen mit... Non-stackable Items. Naja, okay, auf jeden Fall nichtsdestotrotz geht es hier weiter. Jetzt machen wir mal ein bisschen Brainstorm. Sagen wir mal, das sind jetzt die Hopper. Wenn wir jetzt hier weitergehen, dann sind hier die Kisten, das ist zu nah. Hier sind die Kisten. Das wäre ja dann... Wie viele Items haben wir denn überhaupt? Ich möchte alles behalten, bis auf Crossbows, Äxte und die Banner. Also auf den ersten Blick 8 plus 5 Bottles. Plus Totems. Das wäre schon viel. 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ungefähr bis hier. Ui. Hier, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Testen wir es doch mal so. Ich mache jetzt mal eine Batterie, wie sie sei soll. So mit 3 Doppelkisten. Bom, bom, bom. Sonst auch erweiterbar nach unten, aber... Ganz ehrlich, das gefällt mir nicht. Ich mach das wieder weg. Ich mach lieber dann so eine Art Staircase runter. Mit Respiration und Aqua Affinity geht da schon einiges. So, ich kann nur mehr einen Layer machen. Ich glaube, das wäre die A. Hey, das ist einfach nur zusätzlicher Hopper und eine Kiste. Mehrere ist es dann nicht zusätzlich. Genau so im Prinzip wäre das. Ja, und so schaut es dann aus. Im Prinzip. Das Wasser muss noch weg. Oh ja, ich brauche noch viele, viele Komposter. Damit wir den Lag reducen der Hopper. Um eben dieses ständige Abchecken, ob was drüber liegt, zum Einsammeln zu blockieren. Okay, ja. Sehr viel Glas und sehr viel Grün. Auf jeden Fall. Das wir brauchen. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt mal auch so ein Test-Cartridge machen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das haut nicht so hin. Das haut nicht so hin, weil ich jetzt nicht genau weiß, wie sich das dann verhält, wenn ich die Teile baue, die Items sortieren, die nicht stackbar sind. Ach, true, Moment mal. Das ist ja sowieso schon mal falsch. Die oberste geht ja schon mal gar nicht. Das geht ja sowieso schon mal gar nicht. Denn wir brauchen hier erstmal die Line, die dann erst runterführt. So ein Ding ist das. So ist es nämlich, genau. Und hier ist dann der Filter. Hauptsache wieder kompliziert machen. Mein Gott.
So, jetzt schauen wir mal. Also auf jeden Fall würde das ja dann so. Ich muss die Kiste dann doch noch wegmachen. Schön sortiert die, sortiert die. Oder ich baue einfach. Ich bin jetzt völlig bekloppt. Das war ja alles. Das war ja alles irgendwie falsch. Ich muss ja nur mehr Kisten dir. Meine Fresse, ich hab das schon so lange nicht mehr gemacht. Einen kurzen Moment bitte. Das ist jetzt natürlich alles immer blöd auszuprobieren. Wow, hey, das ist ja cool. So ist ein bisschen blöd auszuprobieren im Wasser. Ha. Scheiße. Ich Vollidiot, ich brauche hier eigentlich nur die Sortier Hopper. Okay, also folgendes. Ich glaube, ich baue einfach hier komplett nach unten. Ich mache doch nur mal so. Bam, bam, bam. Ah, na, wait, warte, da her. So, du kommst weg. Und weg. 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 Bam, 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 bam. Machen wir es einfach wieder so. Vielleicht sogar direkt nur ans Tiefer, weil das geht immer noch nicht. Scheiße. Simple Sortierung und so, ja, ja. Also 2 Doppelkisten ist einfach zu wenig. Da müssen wir tiefer. Bloß nicht das grüne Glas verschwenden. Jetzt muss ich wieder direkt zu viel Sand und Kakteen farmen und vor allem durchschmelzen. Das ist bei meiner Kohlelage mehr als fatal. So, ich bin der Meinung, ich möchte 4 Doppelkisten. Hey, die wären so schnell voll, ey. Bom, bom.
Sonst gehen wir nach unten immer nur weiter expandieren. Genau. Machen wir es mal so. Dann machen wir mal die grobe... Den groben Aufbau, sagen wir mal so. Muss man nur mal den Aufbau genauer anschauen. Ja, weißt du. Gleichzeitig muss ich ehrlich sagen, ich war zu blöd, um zu checken, dass ihr gleichzeitig auch noch Comparator braucht. Ui. Aber okay, pass auf. Schauen wir erstmal kurz ins das genau an. Das ist die erste Kiste. Und dann auf der Höhe brauchen wir hier einen temporären Block. Zack, temporär, zack. So. Und dann muss hier A-Block. Wobei ich aber sagen muss, ganz ehrlich, warte mal. Das ist total dumm, wenn ich das mit Glas baue. Da muss dann tatsächlich schon der Baublock her. Okay, also nochmal. Zack, bumm, zack, bumm. Warte. So. Auf jeden Fall schon mal so. Und wenn mir nicht alles täuscht, so. Genau, das war ja der Aufbau, genau. Das war's ja. Dann kam hier der Comparator. Also so, und dann der Hopper in die Richtung zum Comparator. Genau. Comparator, Redstone, Redstone, Redstone. Repeater, Torch. So war das. Und von mir aus baue ich... Ja, von mir aus baue ich das dann hier aus Holz. War jetzt schon richtig, oder? Mein Gott. Warum möchte ich das aus Glas bauen? Raus einfach aus Holz, ganz ehrlich. Ich bin am Hadern mit mir. Wahnsinn. Vielleicht baue ich einfach den vorderen Teil aus Glas und der Rest ist egal. So. Ultimatum. So. So nämlich. Dann kannst du nämlich hier drin stehen und hast hier den Bereich zum Rausschauen. Ja. Also mal wieder nur das, was man wirklich sieht.
ist schön. Wow. Ja, so ungefähr. Schauen wir nochmal kurz das ganze Tutorial an. Genau, die Fackeln waren richtig. Repeater waren richtig. So, Fackel, Repeater. Der Aufbau stimmt auch. Comparator, Redstone, Redstone, Redstone. Der Hopper in die Kiste, der Hopper in den Comparator. Das ist der komplette Aufbau und mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen ja nicht mehr den. Wir müssen nur das hier schützen. Und ich möchte den obersten Block aus... Das sneakt er unterm Hopper. Aus den Logs bauen. Dann schaut es nämlich ein bisschen cooler aus. Bam, bam, bam. Bam. Der muss auch noch geschützt sein, deswegen... kommt hier der Eckpfosten und so schaut das Ganze dann aus. Genau. Bis hier und nicht weiter. Ach, unten wird es einfach so schön ab. Ja, doch, das ist doch schön. Ja, doch. Dann schaut es so aus, das ist der Aufbau, bam, 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 bam. Und selbst den, da man nicht brauche. Ich lasse mir alles weg, was jetzt nicht unbedingt sein muss. Machen wir nur den Boden. Weil so funktioniert's. Finde ich gut, finde ich gut. Ja doch. Jetzt möchte ich nur noch wissen, wie man non-stackable Items sortiert, damit ich weiß, wie man es dann anknüpft an den ganzen Scheiß. Ja, das war ein bisschen eine verrücktere Maschine. Stackable, non-stackable. Ich habe das euch schon wirklich oft gemacht, aber wenn du halt länger kein Redstone mehr gemacht hast, dann bist du einfach raus. Vor allem mit Wasser ist es einfach nervig, du kannst nicht so gut bauen. Bist ja nicht so flexibel. Ja, scheiß mir auf die Filter, die brauche ich jetzt gerade nicht.
Okay, pass auf. Der non-stackable Shit ist ein bisschen interessanter jetzt. Denn der Comparator ist schon mal eins höher. Das ganze Ding ist irgendwie eins höher. Aber warum denn das? Ah, okay, weil der Comparator das anders trackt. Checke. Genau, weil das Signal viel höher ist beim Non-Stackable Item, ja klar. Aber wie können wir das filtern? Können wir das filtern? Okay. Du weißt immer noch nicht, wie man es filtert. Itemfilter, hier. Non-stackable Item Filter. Funktioniert das überhaupt? Bitte sag mir, dass das funktioniert. Da werde ich noch nicht so ganz schlau. Kann man echt nur Non-Stackables aussortieren und das war's? Oh mein Gott, da ist er Sortierer, aber mit irgendwelchen Schalker-Shit-Sachen. Okay, warte, das schaut jetzt vielversprechend aus, dieses Tutorial.
Das ist ja übel schwierig rauszufinden jetzt. Ich will einen Non-Stackable Item Sorter, bitte. Oh nein. Schlechte Neuigkeiten, ich glaube, man kann es nicht. Man kann es nicht so sortieren. Okay, weißt du was? How about that? Ich fange jetzt erstmal hier mit den Stackables an und baue den Scheiß dann hinterher noch irgendwie fertig, wie es geht. Also wir brauchen hier auf jeden Fall Emeraldes. Und dazu brauchen wir einen Amboss. Und einen Crafting Table. Und noch mehr Eisen. Lol. Und Iron Nuggets. Filter. Und die schreiben sogar so. Nee, machen wir schon so. Gut. Aber wie viel waren das jetzt nochmal? Emerald. So. Emerald ist das allererste ganz vorne. Wie viele Items brauche ich in dem Filterich? Irgendwie 21 im Gefühl. What? Ach, was? Ich finde selber raus. Meine Fresse. Ich kann das. Aber vielleicht brauche ich das noch nicht. Ich muss erstmal ein bisschen am Platz schaffen, verdammt. So, wie viel haben wir jetzt gesagt? Non-stackable. Wo die kennen auch gefiltert, gell? Egal, machen wir Overflow und dann wird's rausgeschmissen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Und die 5 Bottles. Okay. Dann machen wir doch erst mit 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und hier machen wir den Abschluss. Vorerst. Ja, wir lassen noch mehr einen Slot frei, damit die da nur durchbauen kann. Einfach nur damit der Platz da ist. So, wir machen hier dicht. Ups. So schaut das dann einmal aus, ja. Das Glas können wir hier unten auch schon mal weitermachen. Immer expendable. Jetzt machen wir erstmal hier so dicht. Vielleicht möchte ich das dann sogar unter Wasser bauen. Also dass man hier irgendwie so eine Decke rätseln oder so. Naja, jetzt machen wir erstmal dicht. So, jetzt stecken wir immer einfach den Scheiß ab. Und machen ganz altmodisch ohne Schwämme hier alles immer voll, damit das Wasser weg ist. Andererseits, ich kann da schnell rübergehen und Schwämme heulen, also im Ocean Temple. Ich glaube, bis ich das gehört habe, bin ich hier auch durch.
Oh, jetzt geht mir fast das Dirt aus. Zack. Aber wir wissen uns ja zu helfen. Ach ja, ich hänge schon wieder so drin wie so ein Luch, aber es ist spät und ich habe eine Mission. Zack. Habe ich doch gewusst, dass ich da irgendwo einen Block vergessen habe. Eine Wasserblock. So, jetzt sind wir gleich durch. Oh ja, das Wasser in die Kisten ist ja auch noch da. Äußerst ekelhafte Situation. Dann können wir die Kisten einfach nur mal weg. So, und was haben wir jetzt? Trockengebiete. Schon wieder ein Gebiet, wo ich mich nicht auskenne. Schaut sehr gut aus. Gefällt mir. So, Redstone Spaß. Stimmt, Comparator. Wie wär's, wenn ich mir vielleicht schon mal gleich eine Leiter baue? Hm? Hey, spring doch.
So, das genügt ja schon. Gut. Comparator, ich brauche sehr viel Stein. Und sehr viel Redstone, ja. Aber Redstone ist kein Problem. Malen hier schön Item Frames ran. Damit man ja immer schließlich was ist. Schon von der Weite. Zurück in die Base, um Comparator zu bauen. Und vielleicht nochmal zu pennen. Oh. Fuck. Scheiße. Ich hab schon den ganzen Smooth Stone gebrutzelt. Naja. Wohl kein so guter Schachzug. Naja, schauen wir mal. Wie war das jetzt denn nochmal? Comparator waren 3 Torches und Quartz. $16. Ja, reichen. Nur hätte ich gerne trotzdem ein bisschen mehr gehabt. Aber okay. Kommt noch. Die Farm funktioniert so gut. Ich finde es einfach spitze. Bam, bam, bam. Sorry, natürlich hier wieder die Redstone Repeater nicht drin. So. Ach, bleibt doch stehen einfach. So. Patz. Jetzt habe ich wieder fast keine Fackeln mehr, ja. Aber so, es reicht. Genau. Genau, Filter. Nur so als Beispiel. Warte, wenn ich jetzt reinböller. So. Geht noch mehr. Genau so, okay. 53. 53
Was ist denn? 45. Oh, shit. Genau, und der Rest ist jetzt schon runter. Zack. Das passt. Wir haben sehr, sehr viel Filter. Ich müsste den lieber benennen, aber irgendwie mag ich das immer ganz gern. Ah ja, stimmt, da war jetzt der Punkt mit den vielen Kisten, gell? Ich mach schon mal einige Kisten. Aber baue die dann erstmal nur so. Die können die dann ganz easy von hier extenden, oder? Oh. Ist da jetzt nix, oder? Ist ja aber allzu... Ja, ja, okay, dann hau ich einfach mal komplett Holz durch. Was soll's? Schauen wir mal. Na, immer noch mehr. Geht's aber los. So. Perfekt sogar. Delfin! Nein! Nein! Der spätabendliche Delfin. Ja. Das ist eine super Stelle, wo du jetzt bist. Ja, geh wieder raus, du Idiot. Raus mit dir, raus mit dir. Raus. Perfekt. Der wäre uns hier fast abknüppelt. Genau, jetzt gehen wir hier schon mal die Hopper platzieren. Happy Hopper. Uiuiuiui, der Spaßwert wird teuer. Aber dafür ist richtig gemacht. Stimmt. 41. Und dann kommt hier der Emerald. Wenn jetzt hier Emeralds reinkommen, können wir mal austesten. Beispiel Emerald. Flupp. Und drin ist er. So. Also funktioniert. Geht mir vielleicht gerade ein bisschen das Holz aus? Nein. Mir geht alles aus.
Ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass mir alles ausgeht, weil dann gehe ich auch mal Supplies holen und dann geht's schon wieder. Oh boy. Ist dieses riesige Lager notwendig? Teilweise ja, teilweise nein. Jedenfalls finde ich es geil. Filter. Möchte es vielleicht wieder zurückbenennen? Vielleicht ja. Das ist mir jetzt doch irgendwie nicht wert. Also immer 44. Gut. Was machen wir dann? Redstone ist jetzt immer sehr viel gewesen. Ja, okay, gut. Die ganzen Powder-Sachen, also wir machen noch Glowstone, Gunpowder, Sugar, Sticks. Redstone. Glowstone. Gunpowder. Sugar. Und dann machen wir die Sticks. So, ja, warum Sticks? What the fuck? Mächtig Sticks. Ist eigentlich wieder dumm, oder? Scheiß auf Sticks, holy shit. Aber worauf wir nicht scheißen, sind Spider-Eyes. Weil man weiß ja nie. Weil wenn wir die hier schon en masse zusammenkriegen, wieso sollten wir das wegschmeißen? Kann ja jeder nutzen. Okay. Also die Filter sind gesetzt. Machen wir die Mehl, da, bam, bam, die Leinen weiter. So, was brauche ich jetzt? Sehr, sehr viel Holz. Holz. Redstone passt. Repeater, Comparator passt. Holz. So. Ganz, ganz viel Holz. Und damit eben nochmal mehr Kisten und Hopper. Gut. Ist jetzt nichts Neues.
der Linksflieger mit der linken Hand. Ihr müsst wissen, ich komme beidhändig. Das war schon wieder so ein 1:22 Uhr Witz. Völlig inappropriate. Aber ich find's geil. Holz, Holz, Holz. Ach, der ist noch nicht mehr gewachsen. Da spinnt der Pepe. So. Ja, da kämen wirklich einige Saplings raus. Ach, was? Wenn uns das Skelett schon 5 Knochen bereitstellt, warum nicht dann gleich nutzen, ha? Oh, schon wieder Nieser. Hoppla. Oh, der hat aber gut da. War das schon genug Holz? Sicher nicht. Ah, shit. Oh, und so viele Kisten. Holzfarm war halt wirklich geil. Wieder so eine, wo man sich auswählen kann, welche man nimmt. Also welche Holzarten. Der im Son. Der im Son. Wait. 1, 2, 3, 4, 5. Ich craft mir einfach schon mal, ja. Ich kriege jetzt 32 Kisten aus dem Stack Oak. Aus dem Stack Logs. Da müssen wir nochmal ran, ne? Okay, mal nicht. Vorbei. Aber wenn, dann musste schon so eine fancy Holzfarm sein. Mit AFK und so. Aber dazu muss man halt dann definitiv Bone Meal Farm dazu bauen und das braucht sehr viel Redstone, Komposter, Lava, Moss und Bone Meal zum Kickstarten. Dann müssen wir wieder einige Hopperleitungen bauen. Gunpowder.
Gut, ich darf das einfach mal dabei belassen. Sag mal. Nur Eisen müsstet ihr noch haben. An dem soll es nicht scheitern. Da haben wir noch einiges in der Ender Chest, beziehungsweise in meiner wertvollen Schalker. Powered by Mauern. Boah, der war irgendwie cool. Der 360. Genau, dadurch, dass wir wieder Holz haben, können wir jetzt hinten ja den Scheiß weiterbauen. Ohne Holz geht einmal gar nicht. Ja, genau, da liegt die Redstone-Leitung gut. Okay. Gut. Ganz wichtig, dass die ganzen Hopper hier definitiv in den Repeater zeigen. Buch. Ich bin sehr begeistert von dieser Raid-Farm. Das macht richtig Bock. Genau, ich brauche ja mehr Eisen. Für mehr Filter. Oh. So ein Kupfer ist manchmal echt irgendwie verrückt. Zack. Was jetzt einfach den Defui im Endeffekt dann braucht. Nein, den machen wir jetzt noch rein und dann schauen wir mal. Weil haben oder nicht haben. Die Scheiße hier schon rausgeschissen können wie nix. Vor allem in Kombination mit der mit der Ominous Portal Farm. Dann nehmen wir alles, was geht. Holy shit. Genau, Spider Eyes, Glass Bottles, komm, scheiß drauf, Sticks. Rein da. Und dann kommt eben Bad Omen. Wait, warte mal. Ist das nur zu 16 stackbar? Okay, das ist jetzt natürlich Sache, die man ausprobieren muss. Bad Omen 1. Wenn es jetzt durchflutscht, dann wissen wir es. Nein!
Die sind bis zu 64 stackbar. Krass. Das ist wirklich krass. 2, 3, 4, 5. Zwei, 3, 4, 5. Ob man jetzt dann kistenweise Bad Omen noch braucht, das ist die nächste Frage. Vor allem die Scheiße ist ja jetzt. Ich denke mir gerade, ich habe die Bad Omen vom eigentlich schon wieder umsonst gemacht, denn gefühlt hast du es hier nur kickstarten müssen und dann droppen die anderen die ganze Zeit die Bottles. Ich mein, duh. Ja, okay, du brauchst aber mindestens Bad Omen 3. Bad 5. Ja. Anyways. Das ist trotzdem richtig geiler Scheiß. Ups. Okay, dann brauchen wir Nummer 12. Jetzt haben wir einfach wirklich alle stackable Items definitiv hier abgedeckt. Ja, wer weiß, vielleicht kommt noch mal irgendwas dazu, aber ich glaube jetzt ihn ja nicht. Genau, und der Rest ist momentan im Overflow im Prinzip. Der Scheiß würde dann verstoppen. Was ist denn hier los? So. Ja, wie wär's, wenn man vielleicht mal die Filter baut, oder? Ah. So, jetzt stimmt's. Diese Redstone nicht aktiv. Gut. Uiuiuiui. Die scheiß Sortierung dauert länger als die Raid Farm und die Ominous Bottle Farm zusammen. Das war jetzt nur der leichtere Teil. Naja gut, aber es ist ja auch im Wasser. Also der Scheiß wird auf jeden Fall sortiert. Schaut aber cool aus. Ist ja gar nicht gefährlich oder so. Wasser und Technik nebeneinander. Genau, Komposter muss ich nur drüber bauen. Gegen den Lag. Okay, Achtung. Oh Gott. Ja, der Scheiß poppt jetzt.
Boah, das ist grob fahrlässig. Der Scheiß soll mir richtig schön sortieren jetzt. Was machen wir denn jetzt da noch? Aber währenddessen eine Kiste oben drauf. Die Kiste liegt da unten. Gibt die Kiste. Ja. Ja, ich weiß, da kämen jetzt gerade die ganzen Non-Stackables auch wieder mit rein. Aber da bauen wir dann hinten einen Overflow. Also die Totems möchte ich bei weitem nicht wegschmeißen. Das ist ja... Das wäre halt einfach nur dumm. Aber ich frage mich halt tatsächlich, wie macht man das, dass man die Kacke hier baut. Damit du auch wirklich... nur die Totems rauskämen in einer Kiste. Na genau, die sortieren auf jeden Fall richtig. Richtig, richtig. Okay. Oh, ist schon voll, oder? Voll, voll. Ah, ne, okay. Ja, jetzt kommt der Scheiß. Ah, es ist so schön, wie das alles sortiert. Oh, monströse Scheiße ist so cool. Okay, der Spaß ist jetzt vorüber. Bis wo staut's? Okay, ja, die brauche ich noch. Okay. Bis hier ist gestaut. Overflow. Genau. Der Rest ist schon schön einsortiert. Glasflaschen. Noch nicht drin. Oh. Ah, die Ominous Banner gibt's noch. Braucht auch keine Sau. Was machen wir denn damit dann? Ah ja, hier sind die Glasflaschen. Ja, danke. 6. Die Banner. Ja. Ja, die schmeißen wir wirklich aber weg. Machen wir hier mal einen Waypoint für die Raid Farm. Raid Farm.
zwar richtig schön in grün. Wie Emeralds. Oh, man, das Portal. Great. Cool. Oh, ist ein guter Overflow. Alter, ich muss jetzt echt nochmal nachschauen, wie man diese Scheiße baut. Weil das lässt mir keine Ruhe. Und die Bottles, ganz ehrlich, die kann ich auch mal nochmal hier abgeben und sortieren lassen. Dann haben wir wieder schöne, cleane, leere Schalker. Bom, 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 bom. Ich habe ein ganzes Redstone weggeschmissen, ja, ja. Ich brauche dann doch wieder. Ich nehme mal mein Redstone wieder. Ich habe das Bedürfnis, gerade um einen Raid zu machen. Nehmen wir einen vom Vierer. Wir checken mal kurz ab. 2 Stacks und 14. Jetzt geht's los. Das gehört noch rein, das gehört noch rein. Zack und zack. Oh, oh! Healing Potions. Ist natürlich auch möglich. Ja, so viel ist, dass du einfach nur Bäume raufklopfst. Braucht man sich echt nicht beschweren. Naja, also das ist super lästig. Overflow ist voll. Das Interessanteste wären jetzt natürlich schon die Totems, gell? Ah, wie kann man jetzt so einen Filter machen? Wahrscheinlich geht's einfach nicht und das ist halt einfach traurig. Okay, Google. Reddit, du bist doch heftig. Non-stackable Item Sorter. LAs. Oh.
It's super simple on Bedrock. Scheiß auf Bedrock. Scheiß auf die Bedrock-Version, Alter. Naja. Ich denke, ich muss mir damit zufrieden geben, dass es nicht funktioniert. Uff. Bisschen traurig, ehrlich gesagt. Die Scheiße staut sich halt eben direkt hier auf. Wie weit überhaupt? Ja, okay, hier. Dann baue ich hier in diesem Slot nochmal die Non-Stackable Sorte. Da können wir alles Non-Stackable Shit-Zeug rein. Aber wenn es keiner braucht. Den müsst ihr hier rausschmeißen. Dann schaut es im Endeffekt so aus. Und die Scheiße hier. Oh mein Gott. Das ist krass unbefriedigend. Oh, das ist nur ein Boot gewesen, oder? Ja. Genau. Non-Stackables hier in diesem Slot. Und Overflow komplett Output nach draußen. Rausgeschmissen, wie zum Beispiel eben sofort die Owners Banner. That's the plan. Oder was war's da draußen? Sofort in die Tonne. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht irgendwie Scheiße bauen und irgendwie Wasser reinfließt. Dann baue ich mal vorsichtshalber nur mal einen Ticken weiter raus. Also pass auf. Slot. Obwohl die dürfen vielleicht nicht interferen. Dann bauen wir vielleicht hier den Slot. So lassen wir nur mal zur Sicherheit den Platz frei. Dann kommt hier irgendwo der... Ja, die Müllverbrennungsanlage im Prinzip. Dann lassen wir einfach nur mal 2 frei und dann soll es passen. Machen wir mal diesen. So. So groß machen wir es dann noch. Ich brauche mehr Glas. Ich baue jetzt hier einfach komplett runter. Jetzt wären wir ja nicht mehr froh. Ja, komm. So genau geht's jetzt auch nicht mehr. Ja, hier kommt Glas. Und hier vorne.
Oh, no way. Braucht doch nicht mehr Glas. Außerdem baue ich hier die Seite noch aus, aber naja, schauen wir mal. Ja, irgendwie möchte ich es dann doch noch fertig machen. Sprich, an diesem Abend. Oder in dieser Nacht. Es ist einfach jetzt 2 Uhr. Oh boy. Und die Kacke, die ich mir da gerade wieder denke. Ich möchte ja eine Müllverbrennungsanlage ja bauen. Um den ganzen Shit zu schreddern, der irgendwo im Overflow landet. Und gleichzeitig baue ich wieder alles aus Holz. Irgendwie sollte ich mir aufhören, die ganze Zeit alles aus Holz zu bauen, wenn ich durchgehend Schiss habe, dass mir irgendwas abfackelt. Mhm. So. Das braucht man definitiv am Platz. Ja, das schaut ja gar nicht so scheiße aus für unten. Das ist immer nur eine Maschinerie. Okay, wie geht's weiter? Das Geile ist, jetzt haben wir den ganzen Kack hier schon wieder drin liegen. Obwohl eigentlich ja, die Totems. Schmackhaft. Wie machen wir das jetzt? Ich muss erstmal nur mal schauen, wie das funktioniert. Mit dem Non-Stackable. Aber das war irgendwie so ein Ding von wegen, der war 1 höher. Weg, weg, weg. Erstmal an die Redstone-Kiste und ein bisschen Stuff rauszudeln. Also, Comparator. Ja, das war's eigentlich schon wieder. Wait, haben wir da Hopper? Hopper. Ganz wichtig. Also. Der Comparator war aber 1 höher. Als die anderen. So eben. Das ist richtig so, oder? Ja doch, das ist richtig. Sollte. Oder? Wollen wir mal kurz abchecken?
Zack, der geht hier rein. Das ist richtig, ja doch. Schon richtig so. Genau, und deswegen habe ich hier den Abstand gelassen. Weil es sonst mit der anderen Sortierung hier clasht. Genau. Dann war ja der Hopper hier ganz normal so. So. Jetzt kommt hier schon wieder das Kistenlager. Gleich wieder den ganz gediegenen no. Bom, bom, bom. Ja, Hopper mal wieder Mangelware. Wisst ihr, wie es ist? Genau so. Da kommt mal der Füller. Der jetzt anders funktioniert. Aber ich krieg den sicher kalibriert. Das schaffen wir doch. Okay, warte mal. Zuck, plopp, weg ist er. Okay, vielleicht weiß ich doch nicht, was kalibriert. Oh boy. Wie schaut es jetzt hier aus mit den Items? Ich glaube, ich muss ja gar nichts kalibrieren. Wait a minute, das ist ja schon. Bumm. So nämlich. Okay. Okay, ich checke. Ist okay. Nee, passt. Der gibt das Signal dann weiter, wenn's. Ja, ja. Ist okay. Haben wir kapiert. Ja, jetzt wird's nur mal kurz ein bisschen ekelhaft. Okay.
Krass, ich muss vielleicht erstmal den Scheiß hier noch wegbauen, um überhaupt die Verbindung hier herzustellen. So, jetzt ab. Irgendwie ist mir gerade die Redstone-Leitung abgesoffen. Hat's gerade diesen Lösch-Sound gegeben, schon wieder. Warum das denn? Ach, Scheiße. Deswegen, die Kacke muss ja nur mal eins weiter. Ja, okay, jetzt sind die Banner hier wieder drin, aber das ist nicht so schlimm. Die sollten eigentlich hier landen. Genau. Genauso wie die Kiste jetzt. Bumm. Kiste. Boah, ich sag's dir, die mich dann noch echt nur mehr raiden. Aber wo baue ich jetzt die Kacke? Damit der Scheiß verbrennt. Ich muss echt nur mal alles aus Stein bauen. Oh, die baue ein Loch ins Void. Was natürlich die bessere Variante ist, grundsätzlich. Ach, 2 Uhr nachts. Oder einfach mal kurz drauf scheißen und den Overflow einfach so einbauen und alles gut. Und einfach nur mal einen aufraiden. Better 5. Und dann richtig schön die Item Frames ranholen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sick. Oh ja, wir haben wieder Hero of the Village. Das ist cool, wenn das dann doch funktioniert. Ja, und wir müssen noch ein Schwert hierher bauen. Und ja, das war schon richtig so, was ich gerade gesagt habe. Ein Schwert. Möglichst optimal für diese Farm. Denn ich habe ja mit meinem Fire-Aspekt hier erst mit den Armor-Stand kaputt geschossen. Also klar, so geht's auch. Hero of the Village 5. Jetzt lassen wir die ganzen Items nur kurz verschwinden. Oh,
Und was passiert hier? Die Sortierung stimmt. Ja, okay, aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist doch nicht überfällig, die Ominous Bottle Farm zu machen, weil dann kannst du die in Massen ranholen und dann hier einfach kurz süffeln, hoch, runter, schlagen, 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 süffeln, hoch, runter, schlagen, schlagen, schlagen. Ja. Das war das Ziel. Zufriedener Typ. Was haben wir jetzt gesagt? 15? Ja. Ja, machen wir einfach mal 15. Wenn ich überhaupt so viel Leder habe, sonst muss ich eine Kuhfarm bauen. Oh, ich habe kein Leder mehr. Für was habe ich das benutzt? Für Bücher? Scheiße. Oh nein. Das ist unsatisfying. Schon wieder. Ich brauche eigentlich nicht viel. Ich möchte das schon nur jetzt haben. Auf der Suche nach Kühen. Auf der Suche nach Kühen, die keiner vermissen wird. Bisschen Lava. So, ich denke, wir sind weit genug weg. Sharpies. Fühlimudis. Ist eigentlich sehr praktisch, gleich nochmal ein bisschen lesen. Das nächste Ding wird dann die automatische goldene Karottenfarm. Jeden Tag ein Schrittchen mehr advanced, ne? Da kommt dann auf jeden Fall wieder mal die Kombination aus 2 Farmen zustande, die aber dann wirklich... warte mal. Die aber dann wirklich ineinander greift und wegen mit Crafter und so. Hier, ich möchte jetzt auch irgendwie Dark Green. Dankeschön. Okay, okay, ich war hier schon lange nicht mehr. Das ist natürlich sick.
Das ist auch sehr geil. Oh mein Gott, ja stimmt. Ganz ehrlich, wir bauen diese Shelves. Direkt Nachmacher-LP. Na klar, warum nicht? Um den immer am altbewährten festhalten, wenn doch neue Sachen angingen. Einfach mal ausprobieren, bah. Shelf, wie war das nochmal? Oh mein Gott. Zack, da ja. Spruce Shelves. Wo bauen wir die jetzt hier? Unten? Ne. Oben. Bisschen Overkill, aber ja. Einmal Totem. Einmal Potion. Crossbow. Genau. Redstone. Glowstone. Gunpowder. Sugar. Dye. Bolo Boda. Bolo Boda. Das ist natürlich jetzt wieder so. Kann man die umbenennen? Das ist die Frage, warte mal. Bad Omen. Bad Omen 0 oder wie? Machen wir so. Ich hoffe, dass man das in den Shelves dann sieht. Nö. Kacke. Dann machen wir vielleicht hier dann doch die Frames. Ja. Bad Omen 1. 2, 3, 4, 5. Ich hätte es einfach umbenennen können. Also irgendeine andere Flasche einfach umbenennen können, aber wenn dann richtig, oder? Bad Omen 2. Drei. 4. Die 5.
Gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Gut. Aber das muss es jetzt einfach gewinnen sein. Leute. Es ist so spät. Es hat mich wieder mal sehr gefreut. Wir haben ultra geilen Scheiß geschafft. Wir haben die Hose fertig. Yay. Es fehlt nur noch Prot 4 und Soul Speed 3 immer noch. Sonst ist die Rüstung komplett fertig. Es war Zufall mit Swift Sneak, aber wir nehmen es. Wir haben die Bad Omen Farm, also Ominous Bottle Farm fertig. Wir haben eine geile Raid Farm. Ich freue mich. Das Lager ist so Overkill eigentlich, aber mein Gott. So sind wir heute. Was haben wir noch? Ancient City waren wir drin. Richtig geilen Scheiß gemacht. Einige Dias rangeholt. Brauchen wir für... Wobei geil. Brauchen wir für die Verbesserung auf Netherite und dann noch Armor Trims und blablabla. Das kommt dann alles. Ich kann definitiv schon mal sagen, morgen am Samstag wird es keinen Stream geben. Dafür kommt aber ein Video raus, und zwar müssen es sein Super Mario Mon. Genau. Ja, ich habe einfach Zeit. Sonntag wahrscheinlich dann schon wieder. Total sagen, Leute, danke fürs dabei sein. Wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns am Sonntag. Und morgen im Video. Ciao, Leute.